Und damit herzlich willkommen in diesem Stream. Hallöchen, Moment, ich bin auch sofort hier im Bildschirm. Moment, wir machen mal, guck mal, das passt doch. Draußen ist es sehr kalt. Das passt doch heute. Das ist doch genau das, was wir wollen. Genau, jetzt muss ich mir nur... So, hallo. Na, wie ist es? Ich mach mal, ich sorge für sachgerechte Unterhaltung und zwar hiermit. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Willkommen, willkommen. Heute ist Geburtstag. Heute ist Schlüpftag. Heute bin ich das Beste, was euch heute passieren kann. Denn ich bin heute König und heute machen wir irgendwas. Mal gucken. Ist ein bisschen gelb hier. Das liegt an meiner neuen Lampe. Möchten wir eben ganz kurz zu Anfang erwähnen. Vielleicht mache ich die auch gleich einfach aus. Vielleicht ist das ganz gut. Weil, naja, sonst ist alles irgendwie so gelb. Ich habe ehrlich gesagt null Plan für heute. Ich hab keine Ahnung, was wir heute machen. Vielleicht muss ich zwischendurch auch noch mal ein Spiel runterladen oder so. Ich gucke gerade mal. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall 2 Sachen in der Warteschleife zum Dingsen, zum Updaten, aber die brauchen wir heute sowieso nicht. Mal eben kurz gucken. Ich habe den Dings noch gar nicht eingerichtet. So, Moment. Ich muss noch mal kurz einen Token generieren. Boah, ich hoffe, ich weiß den Dings noch. Moment. Das Passwort? Natürlich nicht. Oder war es so? Nein. Ich muss mal eben kurz nach dem Passwort gucken. Gut, dass man sich das alles aufgeschrieben hat. Ach, der Ordner ist da hinten in meiner ganzen Unordnung, die ihr zum Glück nicht seht. Ich schau mal eben kurz. Moment. Was? 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 Nee. Tschüss. So. Den musste ich da jetzt hier gerade mal eben kurz. Der hat hier nichts zu suchen. Ich hoffe, es läuft flüssig. Ich bin sofort wieder da. Was? Ja, ist halt wirklich so. Hallo Kira. Der Erste, der schreibt, direkt mal löschen. Es ist halt wirklich so. Also, es tut mir leid, aber das, diese Bots immer. Ich muss mal eben das Passwort nachgucken. Moment. In meinem schlauen Ordner. Oh Gott. Ups.
glaube, die Musik ist ein bisschen laut, ne? So. So ist, glaube ich, gut. Ich glaube, so ist die Musik okay, oder? Da. Ah. Siehste? Okay. So. Jawohl. Autorisieren. So, jetzt Connect. Hat's geklappt? Ja. Jetzt muss ich mich noch connecten. Da muss ich auch nochmal einen Token generieren. Moment. Ich bekomme eine SMS. Wo ist mein Handy? Ich bin wieder der Held vom Herrn hier. Warte mal. Erstmal kurz hier Ordnung schaffen. So. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo mein Handy ist. Vielleicht drüben. Ich guck mal eben kurz. Ich bin gleich wieder da. So. Jetzt haben wir es. Jawohl. Prima. Dann haben wir das auch. Top vorbereitet hier, warte. Guck sofort wieder in den Chat. So. Okay. Haben wir das. Werbung beginnt übrigens in 20 Sekunden. Nur eben kurz zur Vorwarnung. Genau. So, jetzt müssen wir noch mal gleich mal gucken, was wir überhaupt heute spielen. Und zwar habe ich gar nicht so viele Möglichkeiten hier gerade mit dem, was ich runtergeladen habe. Ich glaube, ich muss wirklich noch mal das ein oder andere Spiel downloaden, wo ich jetzt gerade Bock drauf hätte. Was nehmen wir denn? Vielleicht machen wir heute mal... Es werden ein paar kürzere Spiele sein. Ich weiß nicht, wie kurz dieses Spiel ist. Ich habe da was gesehen. Ich habe mir was angeguckt, aber... Also ich kenne es zum Teil schon. Das Spiel. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie dieses Spiel ausgehen kann, dass ich eigentlich eventuell fast nicht gespoilert bin. So, das rede ich mir jetzt einfach ein. Deswegen, das würde ich, glaube ich, ganz gerne spielen. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit das einnehmen wird. Wir werden mal schauen. Ich hoffe...
Ich hoffe, das geht jetzt hier mehr oder weniger ohne Lags beim Stream. Das wäre schön. Ah, und ich habe noch ein anderes Spiel. Das wollte ich eigentlich auch schon immer mal gespielt haben. Ich glaube, das ist ein bisschen atmosphärisch. Das ist ganz schön. Ich glaube, das geht auch nicht allzu lang. Können wir auch mal reinschauen. Was gibt's noch? Ach, guck mal, das wollte ich eigentlich auch nochmal spielen. Stand auch auf meiner To-Do-Liste. Eigentlich stehen die alle auf meiner To-Do-Liste, aber es kann ja kein Mensch leisten, was ich ja alle eigentlich machen möchte. Beziehungsweise, was heißt, doch schon, aber ich nicht. Aber ich glaube, ich mache mal eben kurz das Licht aus, weil irgendwie stört mich das, dass das so gelb ist hier. Bin gleich wieder da. So. Kriegen wir das hier noch ein bisschen heller? Flutscheinwerfer. So. Und ich wollte mal gucken. Vielleicht spielen wir auch ein Horrorspiel. Ich weiß es nicht. Will ich das? Will ich das heute? Oh, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Haben wir noch ein Adventure-Spiel, das vielleicht nicht allzu lang geht? Weil super viel Zeit haben wir heute tatsächlich gar nicht. Ich würde ganz gerne so gegen 0 Uhr, vielleicht 1 Uhr, aber würde ich dann so mal langsam Schluss machen wollen. Was ist das? Achso. Ja, wir werden schon irgendwas finden. Ich gucke noch mal im Shop. Und zwar unter Indie. Irgendwas Indie-Technisches. Oh ja, den Drug Dealer Simulator. Das, ganz bestimmt. Da sehe ich mich heute. Zu viele Hobbys, ist wirklich so. Aber ich habe mir ja das, ne, wie letztes Jahr eigentlich auch schon, wie jedes Jahr, vorgenommen, dieses Jahr mehr zu streamen. Wir werden sehen, ob wir das schaffen. Ob ich das schaffe. Ihr schafft das bestimmt. Also, da zu sein. Aber ob ich mich dazu durchgerungen bekomme, hier mal was Vernünftiges auf die Beine zu stellen, wir werden sehen. Was haben wir denn gerade neu und angesagt? Hausflipper 2. Hausflipper 1 habe ich ja schon irgendwann mal angefangen und nicht zu Ende geführt.
Mias Han. Ach so. Nee, das. Nee. Nee, das nie. Born Again? Was ist das? Achso, nee. Spricht mich jetzt auch nicht so unbedingt an. Der Game Store Simulator. Uiuiui. Also ich nehme natürlich auch gerne Vorschläge entgegen. So ist nicht. Also wenn jemand sagt, es gibt ein... Ich kenne da so ein... Sehr schön. Dann haben wir das schon mal installiert. Dann installiere ich noch... Das hier. Ja, und dann haben wir jetzt schon mal 2 Spiele. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Mal schauen, was wird. Ich bin wie immer planlos, ich auch. Das ist gar kein Problem. Da bin ich ja in bester Gesellschaft. Ist ja wunderbar. Wundervoll. Bitte? Du kannst deine Ereignisse... Was? Drittanbieterereignisse? Was ist das? Ah. Okay. Aber das habe ich doch unter... Mache ich jetzt nicht. So. Stream Manager. Okay. Düdüdüd. Ich freue mich auf beide Spiele. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, was ihr dazu denkt, weil das, das Ding ist, ach so, genau, das ist nämlich auch noch, das sollte ich vielleicht auch mal sagen. Dieses Jahr lernen wir hier in diesem Stream, also nicht nur in diesem, sondern in dieser Stream-Reihe, dieses Jahr lernen wir hier zusammen auf Twitch Englisch. Ich sage ja immer so schön, ich kann kein Englisch. Darum spiele ich nur Spiele, die halt auch auf Deutsch funktionieren. Oder zumindest deutschen Untertitel haben. Und ich glaube, das eine Spiel, es sei denn, da gibt es jetzt schon mittlerweile ein Update, von dem ich nichts weiß. Ich guck mal eben. Weil ich glaube, dass... Nee, Deutsch ist nicht unterstützt. Es gibt es nur auf Englisch. Ich möchte mich dieses Jahr trauen, mehr Spiele zu spielen, die die auch Englisch sind und mit denen mit deren Hilfe ich auf jeden Fall meinen englischen Horizont erweitern werde. Und da fangen wir direkt heute mit an. Das wird bestimmt toll. Ich sollte vielleicht hier Google Übersetzer direkt schon mal auf Anschlag bringen. Huch, jetzt habe ich...
So. Google Übersetzer. Damen. Das wird bestimmt toll. Freue mich drauf. Ich habe auch ein ganz tolles Standbild hier gerade von mir. Das müsste ich eigentlich mal kurz screenshotten. Okay. Und ich möchte auch ein kleines bisschen mehr, das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, ich möchte mehr offline spielen und ein paar Sachen außerhalb des Streams spielen und dann als Let's Play oder so hochladen. Das wäre vielleicht auch ganz cool. So dass halt möglichst, also, dass vielleicht mal ein bisschen mehr Content auch auf meinem YouTube-Kanal erscheint. Weil ich habe jetzt diese Woche auch erst den Stream vom 5.11. Gerendert. Und jetzt muss ich ihn nur noch hochladen. Das wollte ich eigentlich heute machen, aber naja, ist halt wie immer. Hat nicht geklappt. Und dementsprechend versuche ich da dieses Jahr ein bisschen mehr hinterher zu sein. Vielleicht kriegen wir das ja gemeinsam hin. Würde mich freuen. Was ist eigentlich im Pixel Kingdom hier gerade wieder los? Ne? Oh nein, Jared hat Covid. Gute Besserung an dieser Stelle. Von mir persönlich, an dich. Hier, offiziell, im Stream. Weißt du Bescheid. Falls du das irgendwann mal sehen solltest, ich wünsche dir nur das Beste. So. Ach so. Ja, wegen Vampire. Okay. Oh, eigentlich fände ich halt wirklich, ich würde es wirklich gerne streamen, ne? Ich würde Vampire wirklich gerne streamen. Ich fände das so großartig. Mal gucken. Aber ich meine, ist halt doof für dich, Gira. Also, ich verstehe das vollkommen und es ist auch vollkommen okay, ne? Aber ich habe so das Gefühl, dass unsere Runde, unsere D&D-Runde, unsere Rollenspielrunde, könnte man ja jetzt mittlerweile sagen, wenn wir jetzt halt auch Dinge spielen, die nicht D&D sind. Also andere Spielmechaniken. Das ist ja quasi eine Rollenspielrunde. Unsere Online-Rollenspielrunde hat, glaube ich, Potenzial, gestreamt zu werden. Irgendwie ist das so ein Bedürfnis von mir. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Will dich da auch jetzt nicht unter Druck setzen oder sonst irgendwas. Also wirklich, es ist alles gut. Wie geht's dir denn heute? Was hast du denn heute gemacht? Wie ist dein Leben? Also erzähl mir alles, was du erzählen möchtest. Ich habe heute beispielsweise, sieht man überhaupt also hier bei dem Screen, hier unter mir, sieht man den, da so, sieht man den Chat? Also kann man die weiße Schrift gut erkennen? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass das nicht so gut zu erkennen ist. Ach so. Und mal eben ganz kurz, für alle, die sich gefragt haben, was ich da bei der Polaris eigentlich für ein T-Shirt anhatte, beim Polaris-Video, das war das hier. Von der Polaris 23. Ich habe mir mal ein bisschen Merch gekauft. Mal eben kurz, um es gezeigt zu haben. Ich finde es sehr cool, das T-Shirt. Und es ist nach dem ersten Mal waschen. Also der Aufdruck ist auch noch. Bin wieder so überbelichtet. Nach dem ersten Mal waschen ist der Aufdruck auch immer noch durchaus. Ist gut.
So, ich war in der Schule und bin nach Hause gefahren. Das war mein Tag. Ja, gut, okay. Es geht schon, aber nicht so gut. Na gut. Wenn ich dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise... Wenn ich was für dich tun kann, sagst du Bescheid. Aber vielleicht fangen wir tatsächlich gleich schon an. Ich hab Bock. Bock zu spielen. Ich weiß auch gar nicht. Ich guck mal. Einfach nur aus Neugierde. Ich guck zwischendurch mal aus Neugierde in die Twitch-Trends. Was da gerade so geht. Ja gut, Dead by Daylight, okay, ja. Ist wie immer. PUBG, ja. Und ansonsten ganz viele Spiele, an denen ich entweder kein Interesse habe oder die ich nicht habe. Gut, wir könnten theoretisch auch mal wieder ein bisschen Elden Ring spielen. Das wäre durchaus auch im Bereich des Möglichen. Ich habe ja vom Elder Scrolls Universum keine Ahnung. Und das war das erste, was ich mir in der Hinsicht gekauft habe. Ja. Red Dead Redemption, Among Us, Destiny 2. Brotato. Outer Wilds. Ich glaube, das fand ich auch interessant. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das in meiner Wishlist oder so habe. Ich muss mal gucken. Magic the Gathering. Könnte man auch machen. Habe ich auch. Also so generell so für später irgendwann mal. Und Echo. Ja, guck mal. Boah, auf Echo hätte ich richtig Bock mal. Also, ich habe es noch nie gespielt. Ich habe es bis jetzt nur gesehen. Und da war es noch sehr frisch nach dem Release. Also, das ist schon Ewigkeiten her. Da war es noch sehr Minecraftig. Also, von der Textur und so weiter her. Ich bin gespannt. Und Super Normal habe ich auch auf meiner Wishlist, aber noch nicht gekauft. Weil, ja, das spielen wir dann mal in einem Horror-Stream. Ich weiß gar nicht, wann sind dieses Jahr denn Freitag? Also Freitag die 13. Muss ich gleich mal gucken. Ach, Beer Factory. Das habe ich gerade auch gesehen, ja. Bei den Indie-Spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Coral Island habe ich gerade auch gesehen. Naja, ich spiele halt sowieso das, worauf ich Bock habe. Aber trotzdem ist das ganz interessant, was eigentlich... Also woran Menschen vor allem Interesse haben irgendwie. Und das überrascht mich immer wieder, dass es anscheinend so Evergreens gibt. Also Dead by Daylight ist schon seit Ewigkeiten Evergreen. Dota 2 ist, also da führt irgendwie auch kein Weg dran vorbei, genauso wie World of Warcraft. Ja, PUBG, wie erwähnt, Monster Hunter World, ja. Was ich auch immer wieder sehe, ist DayZ. Baldur's Gate ist gerade auch immer noch gut im Rennen. Among Us geht irgendwie auch immer, anscheinend. Das finde ich immer interessant zu sehen. Naja. So, was spielen denn sonst Leute, die ich so abonniert habe? Star Ocean. Okay.
The Second Story. Final Fantasy 7. Final Fantasy. Jet Force Gemini. GTA geht auch immer. Ja, das habe ich auch schon öfter mal gesehen. Lies of P. Das wollte ich, da habe ich auch mal kurz reingeguckt. Vielleicht wäre das auch nochmal was. Und Minecraft. Stimmt, theoretisch können wir heute auch noch ein bisschen Minecraft spielen. Schauen wir mal. Auf meinem privaten Server. Also auf dem, wo ich keine Ahnung hatte. Dann führen wir diese Tragödie einfach mal fort. Ach so. Das war wegen der Schrift. Okay, ja. Es geht schon, aber nicht gut. Nicht so gut. Okay. Ja, vielleicht. Egal, wir spielen jetzt sowieso gleich. Und dann kann ich nachher einen neuen Dings nehmen. Einen neuen Hintergrund. Oh, bei Magic sind die scheinbar gerade wieder in der Dino-Welt. Hä? Inwiefern? Inwiefern in der Dino-Welt? Aber von der Magic the Gathering Lore. Ach so. Davon habe ich auch keine Ahnung. Ich spiele das nur. Ich wusste noch nicht mal, dass das eine Lore hat. Ich guck mal. Oh, vor allem muss ich Life is Strange mal wieder reaktivieren. Naja, kriegen wir schon hin. Ich würde einfach mit dem ersten Spiel anfangen. Das muss wahrscheinlich sowieso erst noch richtig installiert werden. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. So. Aber ich glaube, ich muss mich bei dem Spiel woanders hinpacken. Wir werden sehen. Man hört es, glaube ich, im Hintergrund auch schon ein bisschen. Ich mache mal die Musik aus. Das ist sowieso jetzt gleich zu Ende. Und dann können wir auch schon anfangen. So. Man hört es schon, es hört sich ein bisschen bedrohlich an. Ich bereite mal eben kurz noch ein paar andere Sachen vor hier, weil wir machen jetzt nicht mehr Just Chatting, sondern das. Genau. Dann gehen wir mal rüber. Ich glaube, so ist okay. Ich drehe mir meinen Monitor noch mal eben kurz ein bisschen zurecht. So. Content Warning. This is a horror game. Ich dachte, wir wollten heute kein Horror. Nein, ist egal. And it's not intended for all audiences. Please visit our website if you need a full list of content warnings. Slay the Princess wird das Spiel sein, das wir jetzt spielen. Contains flickering image effects. As well as a parallax effect that on rare occasions has caused motion sickness in players. If either
of these cause health issues for you? Was? Also wenn irgendwas davon dich in irgendeiner Art und Weise beeinflusst in deiner Gesundheit, solltest du das ausschalten oder nicht spielen oder wie auch immer. So, letzten Endes ist dies aber eine Love Story. Was die Musik natürlich auch schon verrät. Oh, jetzt habe ich natürlich das Fenster größer gemacht. Warte. Oh. Ah. Hä? So. Ich glaube, so ist okay. Slay the Princess. Auf Deutsch übersetzt, schlachte die Prinzessin. New Game. Wir fangen direkt an, wir gehen direkt rein. Ich freue mich drauf. Chapter 1. The Hero and the Princess. Kapitel 1. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Muss ich das übersetzen? Also, soll ich übersetzen? Wir befinden uns auf einem Weg in den Wäldern. Und am Ende dieses Weges steht eine Holzhütte. Im Keller dieser Holzhütte befindet sich eine Prinzessin. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Du bist hier, um sie abzuschlachten. Wenn du das nicht tust, findet die Welt ein jähes Ende. Ja, dann ist der Fall ja klar. Also da gibt es dann auch kein Pardon. Das Ende der Welt? Worüber redest du? Hast du dir mal überlegt, dass die Welt wegen ihren also dass sie dafür sorgen wird, dass die Welt endet, nur weil sie eben da unten eingeschlossen ist? Eine Prinzessin zu töten, scheint mir irgendwie böse zu sein, oder? Kann das nicht jemand anders machen? Finde ich eigentlich, ja. Ist legitim. Forget it, I'm not doing this. Hast du dir mal überlegt, dass es vielleicht okay ist, wenn die Welt zugrunde geht, wenn die Welt endet? Je nachdem, ja. So wie wir... finde ich auch ganz cool. Bekomme ich was dafür? Okay, danke, dass du mir sagst, was ich tun soll. So, bevormunde mich ruhig. Sie Arsch. So. Sweet. Ich wollte schon immer einen Monarchen töten. Viva la Revolution. Nichts sagen und zur Holzhütte gehen oder zurückgehen und nichts tun. Ich hasse dich. Ich gehe jetzt. Tschüss. Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Ernsthaft? Du bist dabei, dich einfach nur umzudrehen und zu gehen? Weißt du überhaupt, wo du hingehst? Ah, okay. Du hast recht. Ich werde zur Holzhütte gehen und ich werde die Prinzessin töten. Okay, na gut. Ich werde zur
Hütte gehen und ich werde mit der Prinzessin reden. Vielleicht werde ich sie töten. Vielleicht nicht. Wir werden sehen. Mal schauen, was wird, wie man heute sagt. Lügen? Ja, ich weiß ganz genau, wo ich hingehe. Hä? Das Einzige, worauf es ankommt, also einfach nur Nope, das muss ich, glaube ich, nicht übersetzen. Das Einzige, was von Belang ist, ist, wo ich hingehe. Wo ich nicht hingehe. Also zur Hütte. Ich werde nicht zur Hütte gehen. Nun, ich bin absolut fein damit, wenn die Welt endet. Unleash the coming of the new dawn beyond our own. Also ich verstehe es, aber ich kann es irgendwie nicht übersetzen. Mach doch selber. Ich werde jetzt einfach in die entgegengesetzte Richtung gehen. Oder still einfach weitergehen. Wir ziehen das jetzt durch. Ich tue einfach so, als wäre es voll okay. Klar, warum nicht? There won't be a new dawn if the world ends. There'll just be nothing forever. Da wird kein Neuanfang sein, wenn die Welt endet. Da wird einfach nichts sein. Für immer. Fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Good. What we're being asked to do here is wrong. Better to wash our hands of this whole situation than to take part in it. To wash our hands of this whole situation than to take part in it. Achso, ja. Mhm. Also besser davor weglaufen, als irgendwie, ne? Ignore that annoying little voice. He doesn't know what he's talking about. Ach, das war ein anderer. Moment. Ich glaube, das war der Hero. Moment. Ja, ignoriere ihn. Es ist egal, worüber er redet. That's strange. It looks like this path also leads to the cabin. How convenient. How convenient. Everything's back on track again. Maybe the world can still be saved after all. Anscheinend führt dieser Weg auch zur Holzhütte. Naja. Turn around again and leave again. Natürlich. You're really Zieh das keen jetzt on durch. wasting everyone's time, aren't you? Klar. It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. If you don't do your job, everyone dies. Like, dies. Forever. Du, ich lasse es einfach mal drauf ankommen. Ich habe das Spiel gerade erst gestartet. Was soll passieren? Ist ja nur ein Spiel. Ist mir egal. Ich werde die Prinzessin nicht töten. Gut, vielleicht sollte jeder sterben. Das ist, Achso, das ist dafür, dass sie mich einfach in diesem Wald haben fallen lassen und jetzt von mir verlangen, dass ich sie töte. Also irgendjemanden töte, someone. Du wirst mich emotional nicht erpressen oder in die Irre führen, um dies zu tun. Eine Prinzessin. Ich werde doch nicht die... Also, hä? Nö. Killing is such a gauche phrasing and completely ignores the bigger picture. Your task is to slay the princess because she's terrible and she's really got it coming to her. Ach so, klar. Jetzt reden wir über Vokabeln, ja? Also, töten ist, ja doch, töten ist jetzt halt böse ausgedrückt. Schlachten ist ein viel besseres Wort. But fine, you turn around and trek back down the path you came.
Oh, would you look at that? You're at the cabin again. Now, I'm not normally one for superstition or astrology, but I have to say, it seems like the universe itself is doing its best to bring you to your fated confrontation with the princess. Natürlich, natürlich. Das Universum möchte unbedingt, dass wir da hinkommen. Ist nicht so, als würde jetzt der Erzähler einfach beschreiben, was passiert und dann passiert's. Achso, ich kann mich nicht dagegen wehren, oder? Ich muss in die Holzhütte gehen. Oder? Na gut. Oder? Ach ja. Nun, ich denke, ich fange an, in die unterschiedlichsten Richtungen zu gehen. Immer wieder. Und, ich werde schon irgendwo einen Weg hier aus der Wildnis herausfinden. There's always a choice. Let me tell you right now that you're making the wrong one for pretty much everyone who has ever lived, as well as for everyone who ever will. Also wir werden die falsche Entscheidung für jeden treffen, der lebt oder jemals leben wird, sagt der Erzähler uns. Ich dachte, der soll neutral sein, so ein Erzähler. And here we go. As you trudge into the woods, something strange starts to happen. Die Musik verändert sich. Oh, und sie leiert auch. Also, etwas Merkwürdiges passiert. At first, it's little flickers out of the corner of your eyes. Glimpses of familiar wooden structures through the leaves. Also, wir sehen die Hütte zwischen den Ästen und dem Laub und allem, was da so ist in diesem Wald. But as you focus on your surroundings, you start to realize that those flickers weren't just a trick of light. Also es war anscheinend keine Illusion, dass wir dort die Holzhütte sehen, denn sie scheint irgendwie überall zu sein. In every direction, there is a path and a cabin. And not just a cabin, the cabin. An infinite fractal of paths and cabins desperately trying to draw you back to where you need to be. Wait, what's going on? But you're too stubborn for that, aren't you? It doesn't matter how many paths or cabins appear around you, you're just going to do whatever you can to shirk your responsibility because you care more about irritating me than you do about the fate of the world. Also wir tun unser Bestes in unserer Hartnäckigkeit, in unserer Sturheit, ihm auf den Sack zu gehen und uns vor unserer Verantwortung zu drücken. You've doomed us all, you know that, right? But of course you do. Otherwise you wouldn't just wander off into the forest in search of certain death. You lose track of just how long you spend aimlessly tromping through the wilderness. But it's not like any of that time spent lost in the woods really matters, because it isn't long before the world ends and everyone dies. Ich muss mal eben was gucken. Ich mach mal eben kurz hier so. Du musst mir gleich mal sagen, ob du den Ton vom Spiel jetzt doppelt hörst. Bitte. Okay. Okay. Also, während wir hier aimlessly, also unbewaffnet und so weiter durch die Wälder streifen, vergeht die Zeit immer mehr, immer weiter und die Welt endet und jeder stirbt. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin
is a princess. You're on a path in the woods. Also, wir sind wieder da, wo wir am Anfang waren. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Wie beim ersten Mal auch schon. Und hier sieht man im Hintergrund auch schon eine Mauer. Also ich bekomme ein sehr merkwürdiges, ein sehr, sehr beunruhigendes Gefühl eines Déjà-vus. Warte, ist das nicht schon mal passiert? Okay, nein. Du verarscht mich nicht. Sie hat wirklich die Welt beendet, oder? Was zum Teufel ist sie? Oh, du Hustensohn. Ich kenne jetzt deine Tricks. Aber ich bin gestorben. Die ganze Welt hat ihr Ende gefunden. Was mache ich hier? Diese Wände waren das letzte Mal nicht da. Du willst mich einfach nur dazu bringen, dass ich zu der Hütte gehe. Ja, okay. Also Lügen. Ja, okay. Ich werde auf jeden Fall zu der Hütte gehen und ich werde auf jeden Fall die Prinzessin töten. Ja. Ja, ich verstehe schon. Ich werde zur Hütte gehen. What are you talking about? I'm sure those walls have always been there. It makes sense if you think about it. If there weren't any walls in the woods, someone might have gotten lost. Or, heaven forbid, someone other than you might have stumbled onto the princess. Ich werde nicht alles übersetzen. Ich glaube, das hält nur auf. Also der Erzähler erinnert sich anscheinend nicht daran, aber der Hero schon. I don't know. I think it's more fun if he knows what we're thinking. He's like a captive audience. The Contrarian. Schön. He might have walled off everything but the path to the cabin, but I'm sure there's plenty of other ways we can ruin his day. Schön. Ja, ich mag den. Lass uns seinen Tag versauen. Ja. If by ruining my day, you mean ruining everyone's day forever, then yes, I suppose there are plenty of ways you could pull that off. The world really did end last time, didn't it? We should be careful. For all we know, we just got lucky. Okay, also der Hero, also der Contrarian ist voll dabei und sagt so, yo, lass uns seinen Tag ruinieren. Und der Hero sagt, naja, anscheinend haben wir nur durch Glück überlebt. Und, naja, vielleicht sollten wir vorsichtig sein. The world hasn't ended yet. And you are never going to slay her with that attitude. Stuff those pathetic little voices to the back of your mind and stay focused on the task ahead. Der Narrator kann sich halt nicht erinnern. I can assure you that you're not dead and that the princess has yet to end the world, otherwise you wouldn't be here. And to answer your question, you're here to slay the princess. I literally told you that a second ago. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way.
I don't know. I think it's more fun if he knows what we're thinking. He's like a captive audience. He might have walled off everything but the path to the cabin. Okay, das If kennen wir by ja schon. ruining my day, you mean ruining everyone's day forever, then yes, I suppose there are plenty of ways you could... The world really did end last time, didn't it? We should be careful. The world hasn't ended yet. Okay. You know I can tell when you're lying, right? Please take this seriously. I am begging you. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. Sie wird lügen und sie wird dich in die Irre führen und alles in ihrer Macht Stehende tun, um dich davon abzuhalten, sie umzubringen. Ja, glaub ihr kein Wort. If we're stuck going in there, maybe we should believe her. Maybe she isn't a liar. Ignore him. He's just being difficult for the sake of it. Let's keep an open mind. Ich möchte nicht dahin. Ich möchte gehen. The cabin interior is wrong. A confusing patchwork of many cabin interiors, all projected across what's almost the same space. But it's all shifted. An inch here, a foot there, such that the seams are never quite visible enough for the place to make any sense. Okay, ich glaube, ich muss mich mal eben kurz in eine andere Richtung... Ups. Ich muss mich, nicht das Spiel. So, ich pack mich mal hier hin. So. Damit man hier alles sieht. Also hier. Damit das alles gut zu sehen ist. Achso, man sieht meinen Cursor auch gar nicht, ne? Ja. Doch, sieht man. Okay. The only furniture of note is a plain table, its legs all the wrong lengths, its material devoid of feature. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. If he wants us to take it, maybe we should just leave it to collect dust, or better yet, grab it and throw it out the window. What good is a knife against a world-ending monstrosity anyway? No, we're taking the knife. Have you seen this place? We have literally no idea what to expect and no idea what we're dealing with. Das ist richtig, aber vielleicht können wir ja I've einfach... already told you what you're dealing with. You're dealing with a princess. How many times do I have to explain this incredibly simple and straightforward premise? Also bis jetzt habe ich noch nichts gemerkt, was die Prinzessin gemacht hat. Also, ich habe die Prinzessin, als das letzte Mal die Welt geendet ist, nicht gesehen, wie sie das getan hat. Und so weiter und so fort. Vielleicht ist die Prinzessin ja wirklich eigentlich ganz lieb. Deswegen, also ich sehe bis jetzt gerade noch keine Veranlassung, hier tätig zu You can't werden. just say that. Not when everything here is so wrong. Listen to me. My job is to describe facts as facts and to guide you through your job, which is to slay the princess and through that action, save the entire world. And if you're going to slay her, you cannot let fear creep into your heart. You cannot lose yourself before you even get to her. Oh, ho, ho, ho. You've piqued my interest. What's going to happen if we lose ourselves? Nothing, because you're going to pull yourself together. Also, also der Contrarian wollte gerade ihn so ein bisschen provozieren und dann so, ja, was passiert denn, wenn wir uns selbst verlieren? Und der Neue sagt, ja, nix, weil du das nicht tun wirst, denn du hast dich jetzt zusammenzufügen. Also, anscheinend haben wir eine gespaltene Persönlichkeit. Und reden mit uns selbst, haben ein paar Stimmen im Kopf. Und ja, er sagt, wir werden uns irgendwie wieder zusammenfügen. Ich bin gespannt. Just ignore the stressful geometry and stay calm. How? Even if we closed our eyes, you're constantly describing it to us.
I'm not going to stop doing my job, so you're just going to have to get better at yours. And quickly, if you don't mind. Yes, take a deep breath. I'm all for getting under his skin, but we'll miss out on loads of fun if we shrivel up into a ball and go insane the first time we see something weird. What you're seeing here is obviously real. Just accept it and go with the flow. It really isn't hard. Okay, I'm fine. Good. Now, whenever you're ready, we're all waiting for you to complete a very important task. Also wenn jetzt eh schon alles chaotisch ist und merkwürdig und durcheinander geht, dann ich bin gespannt, wie chaotisch es noch werden kann. Ich freue mich. Wir starten hier mit einem richtig guten Run. We should look at ourselves. Wouldn't that be fun? You won't be looking at yourself because there isn't a mirror. There's the table, the blade sitting on the table, and the door to the basement. There's nothing else in here. There's definitely a mirror. There isn't. You insisting it isn't there just makes me want to look at it even more. Also der Erzähler sagt, der Spiegel hier würde gar nicht existieren. Das würden wir uns nur einbilden. Aber er ist definitiv da und ich bin absolut seiner Meinung. Es triggert mich, es einfach dann trotzdem zu tun. Also, warum solltest du darüber lügen? Worum geht's? Außerdem möchte ich mich selbst angucken. Ich möchte sehen, wie schön ich bin. Ja, ist egal. Remain silent. Approach the mirror. Ich glaube, ich mach's einfach. Ich rede nicht viel. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. This really isn't funny. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. Danke. Danke. Du siehst auch nicht besser aus. But it was there a second ago. And now it's gone. You know that taking the mirror away from us isn't going to change things, right? We'll find it again, and then we'll see whatever it is that you don't want us to see. Naja, gut. Ich gehe aber jetzt ohne den Dolch ins Basement, weil ich liebe das Chaos. Darum sieht es hinter mir auch so aus. Revealing a web of branching staircases all built from unidentifiable materials. Okay, es geht hier in sehr viele Richtungen. Naja. Nothing here seems to belong. And the closer you examine your surroundings, the more confused you get. Your head throbbing with the effort of making sense of this place. None of the stairs even seem to go anywhere, let alone down. Also unser Verstand versucht es irgendwie zu ordnen, aber er kriegt es nicht hin. The air here has a sickening, almost sludge-like miasma to it. The kind of indiscernible quality that comes from the blending together of every scent there is at once. An odor that is simultaneously everything and yet the sum of it all coalescing into a thick, nauseating nothing. Okay, also es riecht hier nach allen möglichen Dingen, die wir, gefühlt hätte man alle Gerüche der Welt hier in diesen Raum gesteckt. In diesen endlosen Raum anscheinend. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Ja, natürlich. Her voice, a disquieting collage of tone and personality, drags up the stairs. Sie spricht zu uns. Hello? Hi. What are you doing here? Are you here to kill? No, thank you. Oh, don't be such a baby. I don't want to do this. Let's just turn around and leave. This feels wrong. This feels like a trap. Like whatever we do, we're gonna die. We don't even have a weapon. Also, der Harry möchte gehen. Der Held. Ja, der Held möchte gehen, weil es ihm hier ein bisschen zu gruselig ist. Und wir ja gar keine Waffe haben.
Uiuiuiui. And you're contrarian. Well, sorry, so baby. But we already tried turning around and leaving, didn't we? And he threw up a wall. No way to go but forward. And whatever choice we make, whatever she is, we know one thing for sure. And what's that? That the fate of the world hinges on your success? There'll still be plenty of ways to ruin his day. Ja, lass uns das tun. Okay. The harsh stairs on the left, the center staircase und soft stairs. Das muss ich mal eben kurz übersetzen. Also wir haben harsh, also sehr raue. Dann haben wir Center Stairway. Einfach die mittlere Treppe. Die hat keine besonderen Auffälligkeiten. Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie irgendwas, was ich wieder nicht kenne. Gut, dann... Achso, warte mal. Mir fällt gerade auf, ich habe den Sound hier gar nicht... So, warte mal. Sag mal bitte, ob du jetzt den Sound des Spiels doppelt hörst. Take the harsh stairs, take the center stairs. Soft. Wir nehmen mal die... Also, obwohl, ab durch die Mitte. Ab durch die Mitte. You step onto the center staircase. Paths wind out around you in all directions, each step branching into its own staircases, which branch into their own staircases, and so on. You aren't quite sure if yours is taking you up or down, but at the very least, it's taking you somewhere. Okay. Also wir wissen nicht, ob wir hoch oder runter laufen oder überhaupt irgendwo hin, aber letzten Endes kommen wir tatsächlich irgendwo an. You concentrate on where you are. Careful not to stray onto any of the many splitting branches that tempt you on all sides. You wouldn't want to have to backtrack to yours once you'd made a decision that took you someplace else. And so you take one careful, focused step after another. One foot down, another foot down, another after that. You lose yourself in following the correct pattern, in following what looks to be the true path. The one that cuts straight down, or up, or maybe sideways. Okay, man hört's doppelt. Dann muss ich mal eben kurz... Dir eine wunderschöne gute Nacht. Schlaf gut, träum schön. So. Dann machen wir es so. But no matter the direction it goes, it certainly is the most true path. You know that much. You slowly lose sense of yourself the further you go. Time disappears, and you can feel yourself begin to untether. Physical sensations dull and then vanish, until the only things experienced are the endless repeating patterns and emotions of the journey, a continuous march forward to a destination long forgotten. Consumption and betrayal, skepticism and blind devotion, rivalry and submission, terror and longing, pain and unfamiliarity. And at the heart of it all, an emotion that can only be described as... Can I help you? But What the hell was that? What happened to us? I feel so strange. Like I'm fundamentally different, but also still the same person I was at the top of the stairs. also erst hat sich alles um uns herum aufgelöst und jetzt auf einmal sind wir im Basement. Was? Oh well, that was a trip.
But now it's over. Time to get back to our old devilish ways. The princess, eyes bright but otherwise shrouded in darkness, watches you impatiently from the other side of the basement. Don't forget why you're here. And, why are we here again? In case you weren't listening, I'm afraid I lost myself on the way down. You're here to... He's just being an ass, we remember. Though I'm still not sure if we should trust you. Let's talk to her for a bit, try and get our bearings. She seems normal. Eben. Er sagt, es wäre super gefährlich, sitzt ja aber eigentlich nur im Dunkeln. Und hat, also, leuchtende Augen, aber leuchten jetzt auch nicht bedrohlich. Entschuldigung, ich hab irgendwie nicht gemerkt, dass du hier bist. Aber ich hab gemerkt, dass ich hier bin. Wie ist dein Name? Hier runterzukommen war merkwürdig. Als würde uns etwas auseinander pflücken und wieder zusammenstecken. Weißt du, was mit mir passiert ist? Alles, was ich weiß, ist, dass du hier eingeschlossen bist. Und das aus einem bestimmten Grund. Weißt du, warum du hier unten bist? Weißt du, warum du hier unten bist? Apparently... du bist halt eine Gefahr für die Welt und ich bin hier, um dich abzuschlagen. Princess. You can call me Princess, if you'd like. Entschuldigung, ich glaube, das war sehr laut. As the princess speaks again, it's almost as if she fractures. And where there was once just one of her, there is now another. We can do that? I don't like this. It's those cabins all over again. Can we put her back? You said you'd been here before, right? What exactly happened last time? Schwierig zu sagen, also... Does it matter? Yes, it matters. But I'm not going to waste any more time prying out details if you're going to be so irritating about it. It seems to me like you saw something you weren't supposed to have seen. If only you'd listened to whatever words of wisdom you were given in that other reality. But what's done is done, isn't it? Whatever you saw last time, unsee it. Whatever thoughts weaseled their way into your head, unthink them. If it's not already too late. You have a job to do here and you need to do it now. Weil das ja auch so einfach ist. Dinge, die man gesehen hat, die sehe ich halt einfach jetzt nicht mehr. Also ist eine absolute Entscheidungssache. Ne? Auch Sachen, also wenn ich nicht dran denken will, dann denke ich auch nicht dran. Ganz klarer Fall. Wenn man mir sagt, denk nicht an einen rosa Elefanten, dann denke ich auf gar keinen Fall an einen rosa Elefanten, sondern an eine blaue Maus. Oh, new plan. Let's see if we can make even more of her. Ja! Gute Idee. Also du bist mehr geworden. Also du bist nicht fett geworden, sondern da gibt's mehrere von dir. Vielleicht beleidigen wir sie damit auch. Von wegen, du bist fett geworden. Genau, das würde ich gerne... Aber vielleicht... Oh. Ich mach direkt... Hä? Das ist ein Ding. Das mache ich auf jeden Fall jetzt alles gemeinsam. Is this a quiz? If you're here, then surely you know why I'm here. Nee. But you know, right? You have to know. You're the only other person I've ever seen. Or at least the only one I can remember. Don't give me false hope.
Please just end this already. One way or another, just do it. I don't think we're going to be able to put her back. Kind of hurts to think about it, doesn't it? It's like everything we say just multiplies her. It certainly looks that way, so please, for the love of everything, stop asking her questions and stop stalling. You're obviously just making things worse. Ja, aber das ist ja mein Ziel. Also sie scheint irgendwie die Süße zu sein. Sie ist irgendwie ein bisschen genervt oder arrogant irgendwie. Und sie ist irgendwie sehr... Sie kommt mir so gebrochen vor. Also so weinerlich vielleicht ist das richtige Wort. I don't remember what it was like before I was in this place. Why would I know what happened to you? Oh, I thought they would send something better to deal with me. If the stairs managed to chew you up, I will devour you. Was? sometimes I feel like I'm being pulled apart too. It's so terrifying down here. But at least now you're not alone. And I'm not alone either. We're probably stuck down here forever, aren't we? There's no way out, and barely a way in. There must be something wrong with you. I'm the same as I was a moment ago. I don't feel like I've gotten any bigger. Sag ich doch. It must be fear creeping into your heart. You know you can't stop me. Was? And what's that supposed to mean? Are you trying to get under my skin? Nein. She fractures again. I don't like where this is going. Neither do I. Which is why you need to slay her now before things get more complicated than they already are. How would we even do that? Where would we start? We'd always start by retrieving the blade. Can we even leave this place? I don't like thinking about what might happen to us if we have to go back through those stairs. Well, that's where the blade is. If you want it, you'll have to go and get it. This is reaching its breaking point. If you don't act now, there will be nothing in here but her. Take a deep breath and focus up. You can do this. But how do we decide what to do? Can there even be a right choice when all of them are so different? Stop overthinking it. Your drifting thoughts have clearly been part of the reason this situation has gotten out of hand. If you're trying to do the right thing, there's only ever been the one option, and that option is slaying her. Just do something. Do anything. Do all of it, if that's what you want. This place is hell, and it's only getting worse. Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. So, aber ich habe nur 3 Möglichkeiten. Also ich versuche sie zu befreien. Ich lasse sie einfach hier. Und ich hole das Messer. Alles gleichzeitig. Also sind wir auch gespalten. Sind wir auch mehrere. Also, naja, ja, aber nur 3 und nicht... Also deswegen habe ich auch nur 3 Möglichkeiten, weil ich nur 3 Persönlichkeiten habe. Okay, wir gucken mal, was passiert, ne? Er hat gesagt, wir sollen einfach alles machen. Machen wir alles. Wait, that's not right. Go on. You take a step forward. Your foot lands, but it lands different. You experience a firm footfall, a gentle tread, a confident stride. You can feel yourself rupture. The room spins, your perception multiplying in a sickening kaleidoscope as your very self is pulled in incomprehensibly many directions. You find the blade suddenly in your hands. All at once you use it to strike at her bindings as you remain upstairs and slay her and leave her to languish alone. Okay. Wir töten sie zweimal, befreien sie einmal und lassen sie zweimal wieder zurück. Ob das so gut ist? Is this what the end of the world looks like? What an unbearable mess. But this... we can't... Do you not have anything witty to say? I could use a good bit of wit right now. No, I don't, because this isn't fun.
How are we supposed to have fun if everything is happening at the same time? It's the same as nothing happening, and nothing is excruciating. Luckily for all of us, nothing and everything doesn't go on forever. The world and the princess collapse in on themselves before it all falls apart. I think he's gone. We were never going to salvage this, were we? What happened to us? What are we? There are parts of us that are dead, and others, they just don't fit. We can feel them moving around in spaces they don't belong. It's all so uncomfortable. Verstehe ich gar nicht. Wie kann das denn nicht gemütlich sein? Warte. So. Verstehe ich nicht. Did you do this? Nein. Did we do this? Ja. Can you pull us back apart? Fix us? Ja, natürlich kann ich dich We should retten. help her. I think we did this. Nein, haben wir nicht. How surprisingly sincere. I didn't actually think our actions had consequences. Okay. Entschuldigung, aber alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Aber ich habe auch nicht so ganz damit gerechnet, dass es diese sind. It's a little late for regret, isn't it? Please. Also, ich möchte halt schon, also, es sieht halt wirklich nicht gemütlich aus. Also, es wäre irgendwie schon ganz gut. Also, die beiden können auch gar nicht sprechen. Nur sie spricht, aber mit allen Stimmen. Also, wenn du so jetzt aufs Klo müsstest, das wäre ein Problem. Oh, nee, hier kann ich auch nicht sein. Warte mal. Oh. Entschuldigung. Okay, dann haben wir da einen kleinen schwarzen Rand. Das ist irgendwie auch nicht so schön. Aber ich kann es irgendwie auch nicht... Warte mal. Ne. An irgendeiner Seite müssen wir mit dem schwarzen Rand nehmen. Dann packe ich mich halt hier hin. Aber ist auch doof, weil zwischendurch mal Dinge da sind. Warte mal. Ich bleib mal hier und positioniere mich mal so. Vielleicht... Also wegen der Untertitel. Ich hoffe, dass die... Ja, wir werden sehen. Okay. Ich gebe mein Bestes. Habe ich gut gemacht. Oder so. When everything is possible, nothing is. Gerade Errungenschaft freigeschaltet. But you don't know. Aber du weißt nicht, ob sie die Chance hatte, dich zu hören und dir zu antworten. Sie ist weg. Aber an ihrer Stelle erscheint etwas anderes. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? Ja. And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist oder wo sie hin ist. Und ich weiß auch nicht, wie wir nach ihr suchen sollen. Ah, der Erzähler ist gegangen. Der fadete vorhin so aus. Ja. I think I'm supposed to look at... Achso, ich denke, ich sollte den Spiegel angucken. He is. Does that mean the world ended? Again, what the hell are we supposed to do? You're right. She's gone. It's just us and that awful thing. Again, what the hell are we supposed to do? Ja, okay. Ich denke, ich sollte mir den Spiegel angucken. There's something dreadful about it. I don't think you should. No. Don't do that. Ich kann nicht anders. I'm begging you, don't do this.
Never even scared you before? Wann denn? Nö. Du gehst also du erreichst den Spiegel. Wir gucken uns unsere Reflexion im Spiegel an. Ja, Stille tritt ein, als du nach vorne trittst. Sie sind weg. Die Stimmen sind weg. Und der Spiegel ist immer noch da. Remains in diesem Zusammenhang. Weiß ich nicht. Und es ist Zeit zu sehen, was in ihm ist. Also reinzuschauen. Es ist Zeit reinzuschauen. Du bist es. The Body. It's you. Errungenschaft freigeschaltet. Du bist alleine an einem leeren Raum und es ist ruhig. Wo auch immer die Hütte ist, wir gehen mal dahin. Du bist bei der bei der Hütte. Das sind Arme. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Was bist du? Ja? Ein Geschenk eines fragilen Gefäßes? Ist das das Ende der Welt? Lass sie da raus. Kennst du den Erzähler? Bist du diejenige Entität, die mich... Oh, schöne Musik. Die mich geschickt hat, um die Prinzessin zu töten? Hast du mich hier gefangen genommen? Achso, kennst du die Welt außerhalb dieses Raums, dem, wo wir hier sind? Bist du die Prinzessin? Do we know each other? She is part of me, and part of me is her. Mhm. Aber bist du immer die Prinzessin oder machst du sie zu einem Teil von dir selbst? You speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? Kommt drauf an, manchmal schon. I am solitary lights in an empty city. What are you? Solitary Lights? Einsame Lichter? Was meinst du? Was denkst du, was ich bin? Ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin eine Person. Sie scheint mehr zu sein als wir. Wir sind nur eine gespaltene Persönlichkeit. Also vielleicht hat sie eine Überlegung? I think that you are like me. We are oceans, reduced to shallow creeks. Ah, okay. Also vielleicht ist sie halt auch eine gespaltene Persönlichkeit. Und das hier ist quasi ein Teil von ihr oder so. Ich weiß.
attackiere sie oder zerstöre dich selbst. Also womit und wie sollen wir uns selbst zerstören? Das finde ich auch spannend. Würde ich gerne probieren. Yes, nerves and fibers to feel the worlds beyond, perspectives to make my own. To feel the worlds beyond. These ones are a contradiction, a winding kaleidoscope of paths and walls. They are stretched into a shape not unlike me, but it is a shape they cannot hold. Okay. Also tatsächlich ist sie irgendwie in mehrere Teile zerfallen und aber sie können sich selbst nicht, also sie sind instabil, kann man das so sagen? Also die Teile von ihr sind instabil. I am sorry that you met this vessel so early in your journey, but they will make for a rich and vibrant heart. Es tut mir leid, dass ich dieses Gefäß so früh auf meiner Reise getroffen habe. Aber but they will make for a rich and vibrant heart. Warte. Aber ich kann das irgendwie nicht übersetzen. But they will make for rich and... Keine Ahnung. Do not mourn them, for they will finally get to know themselves. Okay. Dann überlasse ich sie sich selbst. Wenn du sagst, sie werden sich schon irgendwie selbst finden. Boah, Leute, ich muss erstmal ganz kurz aufs Klo. Es tut mir sehr leid. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich lasse es mal hier so im Hintergrund. Die Musik ist ja ganz schön. Wir machen mal ganz kurz Pause. Ne? Wirklich nur ganz kurz, weil ich bin nur kurz auf dem Klo. Bis gleich. So. Entschuldigung, hat doch länger gedauert, als ich dachte. Do you know the narrator? Kennst du den... Warte mal, ich will mal ganz kurz was gucken. Prefs, Save, Auto, Skip, History. Nee. Ich dachte, ich könnte das vielleicht hier zum Vollbild machen, aber naja. Weil mit der schwarze Rand stört mich. Kennst du den Erzähler? You are the only thing I have ever known. Das heißt, I've ever known. Also, das hört sich so an, als wären wir schon länger da. The space we're in is vacant. Nothing comes here but us. Okay. Also gehört der Erzähler, also gut, es ist auch die gleiche Stimme wie alle anderen Stimmen, also der Narrator hat die gleiche Stimme wie der die Stimme vom Hero oder dem ich hab wieder vergessen, wie er heißt. Aber, also dementsprechend gehört die Narrator-Stimme auch irgendwie zu uns. Ist auch eine Version unserer selbst, sozusagen. How can the world have ended if we are talking? Hat so einen Punkt.
have only just now stirred to consciousness. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. Also sperren wir uns selbst ein. Haben wir uns selbst eingesperrt, weil der Narrator ist ja ein Teil von uns. I know only that they are. Okay, also sie kann sie fühlen, aber und weiß, dass sie da sind, weiß aber nicht, weiß aber nichts sonst darüber. You are familiar, but you are not me. I feel sadness, longing, hope as I witness you. Ist irgendwie schön. Also, und gleichzeitig auch traurig. Also, irgendwie finde ich es schön. Also, ich finde es traurig, dass sie Trauer und Sehnsucht, obwohl es kann auch gute Sehnsucht sein. Aber, ja, und Hoffnung. Ja, okay. Nothing as we are, but I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Bring me more perspectives, so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. Okay, also wir sollen ihr jetzt mehr Versionen von ihr bringen, müssen dafür aber alles vergessen, was wir bisher erlebt haben. Und dann wären wir frei. Wäre sie frei, wären wir frei. Freiheit ohne Ende und wir könnten in die anderen Welten. I have not lived. I am not afraid to die. Sie hat nie gelebt, also ist sie nicht... Also fürchtet sie sich nicht davor zu sterben. Aber, also... Was heißt, sie hat nie gelebt? Also... Oder war sie von Anfang an zersprungen und wartete darauf, zusammengesetzt zu werden? Ist das ihre Existenz bis jetzt gewesen? Seit ihrer Geburt? Ich weiß nicht. Everything, until we meet again. Alles, bis wir uns wiedersehen, okay. More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. Okay, also, wie viele Teile von ihr müssen wir noch finden? Mehr, als wir bis jetzt gefunden haben. Logisch, wir haben ja nur eine gefunden. Aber weniger, als da sind, die zu finden wären. Der Rest von ihr wird sich schon irgendwie zu ihr finden. Aber also ein Anfang muss quasi gemacht werden. Also wenn man so will, ein riesiges Magnetwesen wird erschaffen. Aber der Anfangsmagnet muss halt erstmal da sein, um die anderen Magneten anzuziehen. Okay. Und was ist, wenn ich dich das nicht mit mir machen lasse? Ich war hier, um die Prinzessin zu schlachten. Um sie davon abzuhalten, die Welt zu zerstören. Wenn wir dir helfen, ist es das, was du dann tun wirst? You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. Was? Ich muss wieder übersetzen, Entschuldigung. Merely
reshape. Ups. To reshape. Richtig geschrieben? Ja. Lediglich umzugestalten. Ah. Also Zerstörung heißt nur Umgestaltung. Etwas, ja, umzugestalten. Etwas zu schmelzen und wieder und zu was Neuem zu gießen. Hier, Remold. Das, okay. Ja, in gewisser Weise weichst du aus. Was wirst du tun, wenn wir dir helfen? How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. Okay, also sie weiß es nicht, weil sie halt nicht vervollständigt ist und dementsprechend ihren... Also, so erkläre ich mir das jetzt. Das ist jetzt nicht die Übersetzung, aber, ne? Sie kennt sich ja selbst nicht. Also warum sollte sie wissen, was sie dann tun wird? Then we will be here forever, as we are now. Unfinished, dry, hollow. Okay, also dann werden wir für immer hier sein, wie wir es jetzt auch sind. Unvollendet trocken. Und heilig? Ich weiß nicht. Egal. As we are now. Also, meint sie jetzt sich und ihre Teile oder mich und sie? Also wahrscheinlich mich und sie, aber das heißt, ich bin auch unvollendet. She Okay. asks that I tell you to remember her. You won't. Sie wollte, dass wir uns an sie erinnern, aber werden wir nicht. Tschüss. Alles wird dunkel und du stirbst. Toll. Bring the stranger to her. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Wir sind wieder am Anfang. Das können wir also jetzt überspringen. Wir haben noch ein paar Sachen nicht gefragt. The end of the world, what are you talking about? Also das Ende der Welt, wovon redest du? I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Warte. So. So kann man dann den Untertitel noch lesen. Also, ich rede davon, dass alles sterben wird. Keine Vögel mehr, keine Bäume, nix ist mehr da und ja, alles wird sterben, wenn wir sie nicht töten. Don't linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. Ihr verlasst euch alle auf mich. Ich bin... Also, wer ist überhaupt we all? Also... Ja gut, okay. Er und alle von der Welt. Aber irgendwie scheint ein Teil von mir, also der Erzähler, mehr zu wissen als der Rest von mir. Das müssen wir herauskitzeln. Do you have any evidence to back this up? Hast du irgendwie eine Möglichkeit, ein Backup zu erstellen? Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Es ist aber nur ein ganz normaler Waldweg. Warum sollte ich hier sein, wenn es nicht dafür wäre, einen sehr wichtigen Auftrag zu erledigen? Aber es ist einfach nur ein Waldweg.
So, weißt du, ich gehe einfach spazieren. Also, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Er erzählt uns zwar mehr über die Sachen, aber irgendwie auch nicht. Komisch. Hast du dir mal überlegt? Genau. Ja. While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she is dangerous. She is not dangerous because she's locked up. Okay. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Unless, of course, you do your job and slay her. Die Prinzessin wird die Welt beenden, wenn wir sie nicht umbringen. Wir waren gerade bei einer Entität, die Teile der Prinzessin braucht. Also ich nehme an, in jedem dieser Durchläufe, die wir jetzt durchlaufen, bekommen wir einen weiteren Teil. Und dieser Teil vervollständigt diese Entität halt immer mehr. Was bedeutet, indem wir dieses Spiel spielen, vollenden wir die Prinzessin, die die Welt zerstören wird. Was bedeutet, um die Welt zu retten, sollten wir eigentlich am besten nichts tun und sie einfach so lassen, wie sie da jetzt ist. Also, weißt du, verstehst du, was ich meine? Ich meine, also dadurch, dass wir jetzt die Teile von ihr zusammensetzen, bekommt sie überhaupt erst die Macht, das zu tun. Also die Welt zu zerstören. Auch wenn wir sie jetzt töten, weil anscheinend gibt es ja immer, also... Ja, ich weiß nicht. Does it? Are you a monarchist? Nein. Is slaying a princess that much worse than slaying a fisherman or a miller or a seamstress? Ich will If niemanden anything, slayen. Slaying a princess is much better than slaying a seamstress. Seamstresses contribute something of value to society. Ja, so kann man es natürlich aussehen. Oh, if only that were the case. But I don't make the rules. Ach ja, kommt mir bis jetzt irgendwie ein kleines bisschen anders vor. Aber vielleicht nicht alleine. I have to say, I'm surprised at your reluctance thus far. But unfortunately for the both of us, you're the only one who can pull this off. Like I said, I don't make the rules, no matter how much I wish I did. Of course I haven't. Why would I even consider that? Nobody wants the world to end. I mean, maybe some people do. Nihilists, or very, very evil people, but surely you're not one of those, right? Nee. Also, ich bin nicht dafür, dass die Welt endet. Ich glaube, die Welt ist ganz schön. So, an sich. Ne? Aber, so, Menschen sind teilweise schon schwierig. Also die Menschheit. Ob das das Beste ist, was sich die Natur so ausgedacht hat, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ob wir der Schöpfung wirklich... Also, ob wir wirklich der Schöpfung Krone sind, weiß ich nicht.
Oh ja, bekomme ich eigentlich was dafür? Yes, but you'll have to slay her before you get it. Was bekomme ich denn dafür? It's a secret, but I think you'll like it. It's a special reward, just for you. But whatever you think it might be, I can promise you it's going to be even better than your wildest imagination. Mhm. Na, du bist ja ein Held. Then I guess we'll just have to see what happens. But a word of warning. If you go in prepared to hear her out, she could easily trap you in her web of lies. And the more you listen to her honeyed words, the harder it'll be to pull yourself out. Then each and every one of us is doomed. So sure, go, talk to her. See how that turns out for all of us. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Okay. Der Spiegel ist nicht da. Ansonsten haben wir, ne, einfach The Cabin. Ich nehme, also ich habe ja gesagt, ich rede mal mit ihr und vielleicht bringe ich sie um, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Und deswegen, ich nehme mal The Blade mit und dann You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Na, wir gucken mal. Wir werden sehen. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Letztes Mal schon gesagt. Her voice carries up the stairs. Who's there? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Who's there? Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Come on down. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill me or something? Nee, noch nicht. Aber sie scheint skeptisch zu sein. Also, was? Niemals. Warum sollte ich überhaupt darüber nachdenken? Okay, ja, du hast mich erwischt. Ich bin hier, um dich umzubringen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich bin nur hier, um zu reden. Ja, ich habe mich auch noch nicht How about entschieden. you drop the knife and the two of us just talk? Look how reasonable she's being. We should just drop the blade and talk things out. Ja, wenn... Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster, but killing someone in cold blood isn't very becoming of us. So. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clang. Thank you. Gerne, gar kein Ding. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face, unarmed. Danke, dass du es nochmal so
wunderschön hervorhebst, dass wir nicht bewaffnet sind. So ganz gesund sieht die aber auch nicht aus, ne? We'll be fine. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. Ja, kein Ding. So here we are. What an awkward start to a relationship. Habe ich im Kopf. Was ein merkwürdiger Start in eine Beziehung. Ja. Also was ein merkwürdiger Start bei einem, also für ein Kennenlernen. Es ist ja, also, ne? True Relationship ist nicht ja unbedingt jetzt eine romantische Beziehung, sondern einfach nur eine Beziehung. Ja, it's pretty awkward. Ja, es ist sehr, sehr merkwürdig. Ja, Relationship? Are you coming on to me? Also, eine Beziehung. Hoho. Wie soll ich dich hier rausbringen? Wie bekomme ich dich hier raus? So. Ich bin hier, weil du eventuell, gesetzt dem Fall, dass es so wäre, die Welt zu ihrem Ende leiten würdest? Fragezeichen. Da sind Menschen, Leute. Man sagt sich, dass du die Welt beenden könntest. Was hast du dazu zu sagen? Wie ist dein Name? Wissen wir schon? How long have you been down here? Also wie lange bist du schon hier? Weißt du, warum ich hier bin, um dich zu töten? Okay, we have talked enough. Okay. Don't just tell her that. Klar. Hä, warum? Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. Ja, mit diesem Gesicht glaube ich dir das auch auf jeden Fall. Also, du. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here a long time. Just how long has she been down here? If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so dangerous? Nein, das hat mir keiner gesagt. What are you doing if you let... Also, was wirst du tun, wenn ich dich hier rauslasse? Also, mir wurde schon genug erzählt. Nein. Ich dachte, dass du mir das erzählen könntest. Nein, aber ich bin sicher, sie haben ihre Gründe, dich hier... die Informationen als Geheimnis zu behalten. Nein, und ich bin ehrlich, ich neige mehr dazu, dir zu glauben, als ich dazu neige, denen zu glauben. Princess hesitates before responding. She doesn't know. She's been down here too long to have any idea of what she'd do in another life. She knows what she'd do. She's just searching for whatever answer she thinks you want to hear. I don't think I can answer that question in a way you'd find meaningful. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. That doesn't sound right to me. And I don't think it sounds right to you either. Otherwise, we'd be killing each other instead of talking. Was? Sonst würden wir uns gegenseitig umbringen, anstatt zu reden.
Also, warum gegenseitig? Also, ich bin der Mann mit der Waffe und du bist hier angekettet und so. She has a point. Aber There's ja, a reason I've sie been hat telling recht. you to question the situation, and there's a reason you've listened. So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. But you don't really know me, do you? What can my word possibly be worth in a situation like this? Ja, das stimmt natürlich. Aber warum dann so ein... Also, weiß ich nicht, ich hätte halt mehr Vertrauen, wenn ich... Also, wenn sie nicht so ein Geheimnis draus machen würde. She's right about one thing. Her word isn't worth anything. Like I said, it's all about trust. Blind trust. Blindes So Vertrauen. do you trust me, the prisoner, the victim, the princess clearly incapable of ending the world? Or do you trust whoever put me here? Ich vertraue keinem von She's euch wrong. beiden. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch no less. Ich glaube beiden halt nicht. Das ist so, also irgendwie, weiß ich nicht, sie kommt mir so fadenscheinig vor und der Erzähler sagt uns ja auch nicht alles. Es ist irgendwie... Too long. Ja, da wieder Again, ausweichen. she offers no specifics. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. Ja, das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Da gebe ich dem Erzähler mal recht. You can't. Don't bother. I'm guessing you don't have the key then. Nee. I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't, well, we can always put that knife to good use. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. She isn't suggesting what I think she's suggesting, right? She is. I'm sure of it. Ich weiß ja nicht. Komm einfach aus Spaß. Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. Ja, okay. Oh, have you decided what to do with me? You know why you're here. Sie kommt mir halt nicht ungefährlich vor. Aber... Weiß nicht. Also, die Prinzessin umbringen. Ich bringe dich hier raus. Ich werde dich hier noch ein bisschen, angekettet lassen. Und dann können wir uns noch ein bisschen besser kennenlernen und ich entscheide mich dann, was ich tue. Keep her locked away. Und mit der Theorie von gerade, dass wir, wenn wir dieses Spiel spielen und sie zusammensetzen, sie dann in der Lage ist, die Welt zu beenden. Also wir eigentlich das Spiel ausmachen müssten. Aber im Prinzip wir... Aber wer weiß, ob sie es halt wirklich tut, so, ne? Aber ja. Dafür ist es ein Spiel. Wir probieren es einfach aus. Wir haben ja, glaube ich, noch 1, 2 Durchläufe. Also, mal gucken, was passiert. Mal gucken. Wir gucken mal.
You charge the princess, blade trembling in your hand, but you've already lost the battle. She casually sidesteps your thrust before knocking you to the ground with a single blow from her elbow. We shouldn't have hesitated. But she doesn't stop there. She kicks you a few times for good measure, the pointed tip of her shoes feeling like a pickaxe against your fracturing bones, making sure you stay down. As you lie, crushed and broken on the basement floor, the princess kneels on your throat with the kind of weight you didn't think her slight frame could possibly possess. As you gasp for air, she eyes you with an intense curiosity. You shouldn't have let that fear creep into your heart. You had the upper hand, and now look at you. Is this really the best you could do? Look at you. Completely broken. I'd be lying if I said I wasn't a little disappointed. She applies more pressure, slowly squeezing what's left of your life out of your lungs. This is the end, isn't it? I'm afraid it is. Everything goes dark, and you die. Ups. Gut, ich weiß, was ich im nächsten Durchlauf tue. The Tower. Also, der You're Turm. on a path in the woods, and at the end of that Ja, path das- you're hit. Again? People don't die twice. You haven't even met the princess, and I hardly think she'd be capable of killing someone Ja, jetzt auch as wieder skilled and courageous as yourself. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. You know I can hear you, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. What does it matter what he knows? There's nothing we can do to stop her. She's just going to kill us again. The Broken, also der Gebrochene. Hört sich an, als hätte er schon aufgegeben. She is not going to kill you unless you let her. But slaying the princess and saving the world is going to be much more difficult than it has to be if you spend the whole time second-guessing yourself. Okay. Lass uns mal das Gedankenexperiment durchspielen. Ich sage die Wahrheit und all das hier ist wirklich schon mal passiert. Warum sollte ich dir zuhören oder auf dich hören? Warum sollte ich auch nur irgendetwas tun? Those are two very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. You died last time, which probably only happened because you didn't listen to me. Mir ist ein bisschen kalt. Moment. So, okay. Also, wir sind anscheinend dann gestorben, weil wir nicht auf ihn gehört haben. Of course we died. We couldn't land a single blow on her, and she broke every bone in our body before she decided to let us die. What were we supposed to do to stop her then? What are we supposed to do to stop her now? It's pointless. She's just a princess. Slaying her shouldn't have been difficult, but congratulations. You've been given another chance to actually do this right. And I believe your other question was something along the lines of, oh, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. What do you mean? Of course there weren't any consequences. The princess killed us and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself? Or were you instead transported to a different world entirely? If it's the latter, what do you think happened after you died? Do you think the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would? If she ended the entire world,
why should we even bother? We might as well just walk up to that cabin, break her chains, and let her do whatever she wants. It's all the same in the end. Just because she's capable of ending the world doesn't mean you're not capable of slaying her. Both of those things can be true at the same time. So chin up. I believe in you. Na, ich bin gespannt. Just be quick about it. Ja. Like I said, if she killed you, it was probably because you didn't listen to me. Don't talk to her, don't trust her, just go in, do your job and save the world. Ich glaube, das wird auf jeden Fall die Sache sein, die ich direkt von Anfang an beim nächsten Mal mache. Alles, was sie das letzte Mal... Was? All she did last time around was beat me to death. Also. Alles, was sie letztes Mal getan hat, war, mich zu Tode zu prügeln. Wie kann jemand wie sie die Welt beenden? Vor allem frage ich mich, wie sie aus den Ketten gekommen ist, um uns zu Tode zu prügeln. Das... Also... She's just a princess. Also, um dich vom letzten Mal zu zitieren, sie ist nur eine Prinzessin. Warum war sie stark genug, um mich zu Tode zu prügeln mit ihren bloßen Händen? Und wer hat sie in den Keller gesperrt? People locked her in that basement, and I told you what this place is. It's a path in the woods. Don't overcomplicate things. Ja, aber wir wissen ja auch schon, dass auf jedem Hügel, in jedem, also egal wo wir hingehen, überall ist diese Hütte. Es ist schwierig hier. She is just a princess. Whatever you think happened to you last time, just get it out of your head before you get to the cabin and you'll be fine. Und er sagt uns wieder, wir sollen einfach alles vergessen, was wir vorher gemacht haben und einfach nur tun, was er sagt. Or we could pledge ourselves to her and stop pretending that we're capable of doing anything in this situation. She probably doesn't even need to try to overpower us. Can we tone down the pessimism just a smidge? I'm not being a pessimist. I'm just being realistic. You're being annoying. Just ignore their bickering, and whatever you do, don't pledge yourself to her. I cannot stress enough how absolutely catastrophic that would be for everyone, yourself included. Look, I'm not supposed to say this, but it's because you're special. You're the only person capable of doing this. Call it a prophecy, if that helps, but it's just the way things are. Ganz klarer Fall. Oh. I didn't know we were special. Natürlich sind wir special. Special. Of course you're special. Why else would you be here? Vielleicht ist das auch alles nur in meinem Kopf. Who cares if you think we're special? Das bedeutet, As far as I can tell, the only thing special about us is that we get to experience painfully dying all over again. Aber wir sind ja auch verrückt. Wir haben mehrere Stimmen in unserem Kopf. Also, das, ja. I've told you everything you need to know. Going into more detail would just overcomplicate an otherwise very simple situation and make your job more difficult. Sehe ich anders. The less you know about her, the better. Naja, gut. Great. Oh, Entschuldigung. Wenn es dich nicht stört, die ganze Welt wartet nur auf dich. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt zur Hütte. A warning. Ja, das She will lie. Ja, Lying? Cheating? Why would she even bother? She didn't need to do anything like that last time. She caught us off guard last time. We'll be fine. Let's just keep our wits about us. At least one of you still has a shred of sense. Just make sure you listen to him and not that whiner. If that's what you want,
I guess I don't have a say here. Ja, tut mir leid. The interior of the cabin is larger and more grandiose than its humble exterior would suggest. The only furniture of note is a massive marble altar with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Why do we feel so small? We don't feel small. We are small. Ja, das sagt er bestimmt wieder, da ist keiner. Maybe that's because you haven't actually been here. I hope this means you'll finally drop that ridiculous past life nonsense. You haven't died, and you certainly haven't been killed by the princess. Naja, doch. Aber, naja, du willst uns ja nicht glauben. Na komm, wir That's because there isn't a mirror. There's death. There isn't. Who cares if there's a mirror? We're all going to die anyway. And I'm sure that if we looked in there, we'd just see something sad and miserable looking back at us. We don't need any reminders of what we are. It would only make things worse. Irgendwie mag ich diesen weinerlichen Typen auch. Also, weiß ich nicht. Ich finde den lustig. For the last time, you're not going to die unless you let it happen. And luckily for you, there isn't a mirror, so no one needs to worry about confronting a grisly visage any time in the near future. Though, for what it's worth, if there were a mirror, I'm sure that you wouldn't find anything sad or miserable in it looking back at you. You probably look perfectly normal. Probably. Do you not know what we look like? Das wissen wir doch auch nicht. He knows. He just doesn't have the heart to tell us. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. This really isn't funny. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. We should count ourselves lucky. Some things are better left unseen. Naja gut, dann taken wir mal the blade. You take the blade from the altar. Ich will It would vorbereitet be sein. difficult to slay the princess and save the world without a weapon. The door to the basement creaks open, revealing a spiral staircase. Its steps almost as deep as you are tall. The smell of incense drifts up from below. For a moment, you almost feel at ease. Aber ich find's cool, dass sich das tatsächlich so verändert. Huh. This is actually kind of nice. Ach, guck mal, und unser Icon hat sich auch geändert. Die Maus. Die hat jetzt einen kleinen Dolch in der Hand. It's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Natürlich, immer. Her booming voice rolls up the stairs. Is that a guest I hear? Don't linger on the stairs. Come down and witness me. You weren't kidding when you said it was booming. She wasn't like this last time. We need to get down there. She wants us to see her. We need to see her. Should we be worried about your sudden change in attitude? Just a few minutes ago, you were going on about how pointless everything was. Now you want to go down there. It doesn't matter what that little voice says. He's not the one making the decisions. Though if his ramblings get you to the princess, they get you to the princess. Ich bin gespannt. Making your way down the spiral staircase is a time-consuming and exhausting effort, every step requiring you to clamber over one edge before dropping to the next. But soon the end comes into view, and you tumble to the bottom, entering the vast, temple-like room beyond. The princess towers over you, almost glowing in the weak starlight, her figure framed by a stained glass window. Her long hair billows around her, and a chain binds her wrist to the far wall.
The chain is nothing to her. It might as well be a toy for all the good it would do. I told you it was pointless to resist her. The little bird has returned to me. I wonder what he wants. Nun, so wie du dich hier gerade aufspielst, You brought that knife again, even though you know it's useless. Such charming audacity. Drop it. das lasse ich nicht mit mir machen. As if on command, the blade slips from your grasp. It clatters uselessly to the floor. Oh. But we didn't drop it. We decided to grip it tighter, remember? Are you really just going to let that happen to us? I have a duty to report facts as facts, and the fact is that you dropped the blade. Of course we dropped it. She's so much more than us. You wouldn't understand what it feels like to be in her presence. Oh, I understand what's going on, and you'd better snap yourself out of it. Kneel. Oh, are you still trying to defy me? I said kneel. Your legs buckle, and your knees hit the floor. That's my good little bird. Now, why don't we talk? Es gibt Leute. Also, die mögen das. So eine leichte Dom-Sub-Beziehung, würde ich sagen, hier zwischen ihr und mir. Kann schön sein. The last time we met, you told me I was destined to end the world. That thought wrapped itself around my heart. It has pulled at me since the moment I squeezed the life out of your broken lungs. I could feel its fundamental truth awaken me. The collapse of the old is a necessary prelude to the birth of the new. And the world as it is now is overdue for alterations. It's time for me to seize my destiny, and you, little bird, will help me seize it. Well, that gives away the game, doesn't it? It certainly does. And beyond that, it more than lends credence to our conversation in the woods. I don't love the thought that in some other reality you failed to destroy her, but what's done is done. I can only hope it helped you learn a valuable lesson. You are the only one who can deal with her. And if you don't, well, she's let you know what will happen, hasn't she? Then you shouldn't have trusted us with her destruction. She is inevitable. Can't you feel it? He's being melodramatic, but he's not exactly wrong, is he? What are we supposed to do to stop her? Okay, first things first, you're going to have to stuff those pessimistic thoughts someplace far, far away and commit yourself to what needs to be done. The stakes of the situation should be perfectly clear to everyone now. And if you're going to save the world, you have to have faith that you can pull this off. You can't win a battle that you've already lost in your mind. Da hat er natürlich recht. Und ich muss sagen, ich würde auch wirklich gerne jetzt hier alles in mir zusammen, also allen Mut und alle Kraft und dann rein da in die Olga. What would you have me do? What do you have planned? Also was hast du, was hast du mich tun lassen, so? Und was sind deine Pläne? Nur weil du vermutlich die Erde beenden, also das Ende der Welt heraufbeschwören wirst, heißt es nicht, dass du es wirklich tun musst. Du kannst sein, wer auch immer du sein möchtest. Ich habe Fragen, bevor ich entscheide, irgendetwas zu tun. Was ist mit dir passiert, nachdem ich gestorben bin? Ich werde dir nicht helfen, die Welt zu beenden. Ich
Es ist mir egal, ob danach was Neues kommt. Ich kann dich das auf jeden Fall nicht tun lassen. Ich bin unter deiner Kontrolle. Oh, das finde ich schon irgendwie interessant. Ich würde es mal ganz kurz... Ich will das auf jeden Fall später nochmal... Ich will das auf jeden Fall später nochmal. Weil dann würde ich das hier gerne machen. So, Naja, was ihre Pläne sind, hat sie ja im Prinzip auch schon gesagt. Ich fürchte, sie will auch das sein, was... Also, ne? Jetzt gerade. Know the limits of your privilege, little bird. There's an empty place at my side for you to fill, if you'll have it. But it is not a place for an equal. It is a place for something worthy to be kept. A priest, perhaps, or a pet. Die ist schon echt krass arrogant jetzt, ne? Also... I see. Perhaps you need another lesson in submitting to your betters. Pick up that needle. Do it. It's what she wants. No objections here. I don't know what she's planning, and I don't like that we don't know what she's planning, but we might as well pick up the blade. As your eye falls on the blade, you feel a weight. Some divine hand that sits unperceived by your senses, but that manages to push you towards its desires like an unseen puppeteer. Pick up the blade. Why, what are you going to try and make me do with it? I'm going to kill you. Warte mal, ich will mal ganz kurz... Ich habe nämlich... Also... Er hat ja gesagt, er weiß nicht... If you're so powerful, can't you just break the chains yourself? Warum kann ich das denn nicht machen? Ich kann das jetzt auch nicht nochmal machen. Doch. Hä? I'm not going to help you end the world. I don't care if someone... Ich bin verwirrt. Jetzt sind irgendwelche Gesprächsoptionen da, die ich vorher nicht hatte oder überlesen habe. Und ich kann sie nicht machen. All you have to do is break these chains and set me free. Ah, jetzt kann ich das machen. Don't be rude. Of course she can. Nein, kann sie nicht. Wenn sie uns darum bittet, wird sie das nicht können. It's not rude to question someone who's apparently trying to end the world. That's exactly why it's rude. We should know our place. I can, easily. But that isn't what I want to do. The story of a terrible and bountiful God unbounded of her own will is no story at all. It's not worthy of everything I am, or everything I'm bound to become. It isn't even worthy of what I was. The destruction in Genesis that's to follow in my wake is deserving of a song that can echo for eternity.
The song of you, being so struck by my glory, so overwhelmed by what I am, that you feel you must deliver me into the world. And from your act of utter devotion and submission springs a new dawn, a better dawn. Submit now, submit later. It makes no difference. Because in the end, no matter how vainly you struggle against me, my will triumphs over yours. Mhm. This isn't about desire. This is about what I am. And I have little interest in discussing destiny with one that cannot see the divine truth that shines in my heart. Know the limits of your privilege, little bird. There's an empty place at my side for you to fill, if you'll have it. But it is not a place for an equal. It is a place for something worthy to be kept. Das kann ich aber nicht A machen. priest, perhaps, or a pet. Na ja, gut, dann machen wir halt das. I say, perhaps you need a pick up. Do it. No, don't know as your eye. Okay. You reach forward and grasp the blade. Stand. This one's easy. See? This isn't so bad. Okay, yeah. We can do that. We were probably going to stand anyway. You can feel a creaking tension between body and will as you slowly rise to your feet, like two foes forced into an unhappy truce. The princess eyes you with soft contemplation. Ich hätte sie mehr fragen The sollen, moment ne? seems to last a lifetime, the silent anticipation of what's to come, dragging out the long, painful seconds. But all silences are broken eventually. To defy me is to claim we stand on level ground. We do not. You are quiet shadow, while I am brilliant radiance. Oh, diese Arroganz. Take that knife in your hand and slit your throat. What? You don't have to listen to her. You're armed. Just steel your nerves, step forward, and end this. End this kann zwei Dinge bedeuten. Und ich glaube... Oh, we'll end this all right. Your hand lifts the blade and brings it towards your throat. Okay, I apologize for the unclear language. End her. Mhm. Slay yourself, slay the princess. Your body is sluggish and unresponsive, actively fighting against you, but you do your best to stagger forward. One step at a time, you move towards the princess. Slitting your throat would have been a mercy, but it seems you're in need of a harsher lesson. Plunge that knife into your lungs. I'm sorry. Don't. As you take another step forward, the blade digs into your ribs, slicing through flesh with ease. It somehow feels like an entirely natural thing to do, while the simple act of walking has become an arduous impossibility. Then it slides back out, the wound burning as a small hiss of air escapes through the fresh orifice. Blood fills your lungs. Now, do it again. Keep doing it until I give you permission to stop. Those are just words. You don't have to listen to her. It's what she wants. You, heroic one, what are you doing? Don't just let this happen. Stop him from killing you. Ja. I'm on it. Your other hand locks around your wrist, struggling to keep it from perforating vital organs. But the blade still flails towards you, managing to slice bits of skin that plop to the floor to join the growing pile of blood and gore beneath you. Despite the pain, you manage to keep yourself in one piece, at least for now.
What a pitiful display. A wounded little bird thinking it can defy a god. It doesn't have to be like this. It doesn't have to hurt so much. You can choose a gentle end. You can choose to leave that punctured vessel for the next. Tja, ich gebe mein Bestes. Or you can pathetically struggle against yourself until the floor of this temple is painted with the bloody impressions of your futility. You continue to approach the princess, even as the repeated gouges of your blade expose bone and muscle to the open air of the basement. Sehr stimmungsvoll. Danke. Danke. Ja, servus. Ich hoffe, es geht dir gut. Willkommen bei diesem Spiel. You know, this would be a lot easier if you gave us a hand. My influence only goes so far, and I can only juggle so many things at once. The best I can do right now is to continue to drive you forward. Believe me, this whole ordeal would be so much easier if I didn't have to contend with free will. You're the one making things difficult. You're the one making us hurt. Yeah. She doesn't want to hurt us. She's just doing what she has to. Stop. As you finish crossing the room, you fall to your knees at the princess's feet, your chest heaving as your blood pools in the crevices of the stone floor, the coppery taste coating your throat. Ach, witzig. Da ist jetzt auch Blut an dem... Wie geil, wie detailreich. Wie detailreich das ist. Entschuldigung. Hat die einen Schlüpfer an? Seh nix. Na klar, alles gut, Chef. Was für eine Sitzung warst du denn? Ja. The princess kneels down, lifting your chin with her finger as her face lowers to yours. Your devotion is misplaced. You've surrendered to delusion. But something about your defiant spirit speaks to me. You are different than you were before. Perhaps, if you've learned your lesson, I can spare you from the release of death. That's a little demeaning, isn't it? Yes, how thoughtful of her. It's a mercy. Take it. I think he's given up whatever say he had at the start of all this. Was? Achso. At least one of you is sane. She's within striking distance, and she's only negotiating now because she knows you have what it takes to put an end to her. Seize the moment before it's too late. Slay the Princess! Ich lasse das nicht mit mir machen. Ich finde es frech. Ich finde es wirklich aber frech. Faschingssitzung. Also Besprechung, wie, was, wann und wo. Ah, ja. Okay. Cool. Und seid ihr weitergekommen? Also ist jetzt alles Roger in Kambodscha? No. Doch. Yes. Though your body trembles, struggling to defend itself in the face of the princess's overwhelming will, you finally manage to break through, darting to her side before she can react. The wind of your freedom rushes through you, and you channel it into a decisive blow, stabbing into the soft flesh of her ankle and severing the tendons in an act of unyielding defiance. Was hat die für einen riesigen Fuß? She falls to the floor, crashing unceremoniously to her knees. Sie ist noch viel größer geworden als vorher. But you don't give her any time to recover. Your heart pounding with determination, you plunge your blade into her chest. As you find your target again and again, she laughs, crude emotion breaking through her once stony composure as your blade cuts her flesh. We can do this, can't we? You always could. The decision to give you this task was not made lightly.
You're here for a reason. It's not too late to pick up the pieces. It's not too late to toss that blade aside and beg for forgiveness. Shut up. I can't believe you would actually strike me. You heathen! You worm! You defiler! You don't know the consequences of your arrogance! Du bist hier die arrogante, blöde... Before you can strike the final blow, the princess lashes out, knocking you off your feet. Backfisch. There's an unsettling wet pop as your spine breaks, numbness and pain spreading through your body. As you rebound towards the ceiling in a moment of disorientated lightness, she drives her fist into your chest. Your body is crushed as she pulverizes you into the floor, the ground itself breaking from the impact. You lie there, broken, beyond pain, unable to even see what she's done to you. But the princess is succumbing to her own wounds as well. She looks down upon her body in abject horror and disgust. You made me use my hands. I can feel myself twisting into something new, something dull, something defiled. What have you done to me? Ja. You're monsters and conspirators. I can't bear to watch this. The princess has been nothing but cruel to you. You should feel liberated by her fall. But I don't feel liberated. I feel empty. Aside from the pain, I feel fine. She collapses to the floor. Her glassy eyes watch, unblinking, yet somehow still full of anguish and fear, as the two of you perish together. Errungenschaft freigeschaltet. Slay you better. Godkiller. I suppose we were never gonna get a happy ending here, were we? Nein. Don't let those be your final thoughts. You saved the world. That's worth something. I guess. Ich lass mich halt nicht Regardless of how you untergraben. feel about it, it's finally over. Thank you. Everything goes dark, and you die. Also entschuldige bitte mal. Ja? Also erstens. Ich habe zwar gerade gesagt, ich lasse mich nicht irgendwie jetzt hier so, ne? Determinieren. Nee. Determinieren ist falsch. Ich lasse mich hier nicht, Das ist nochmal. Die letzten in der Nahrungskette sind auch irgendwas mit D. Ich weiß nicht. Aber ich lasse mich hier nicht unterbuttern. So. Und, also klar habe ich jetzt das gemacht, was der Narrator gerne will. So, ne? Aber ich muss sagen, ich fand sie jetzt auch irgendwie ein bisschen unfreundlich. Ja, also sie war jetzt nicht so wirklich kernsympathisch, wie ich es ursprünglich, also das, nö. Nö. Hat sie jetzt halt einfach einen draufgekriegt. Stehe ich absolut hinter. Aber dass dann der Erzähler sagt so, ja, ist finally over, Dankeschön. Du stirbst trotzdem. Ciao. Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Chapter 3, The Fury. You're on a path in the woods. And at the end of the path... Okay, what the hell is that? I think he's upset. And what's he got to be upset about? We just killed a god. Stop it. Jetzt sind wir 4. Nicht nur 3, wir sind 4. Oh Gott. Exactly. You heathens destroyed the most beautiful thing that ever was and ever will be. Okay. You're damn right we did. And you'll get over it. Also das hier ist der hartnäckige. Stubborn, der hartnäckige oder der... Kann man sagen, der Draufgänger? Der, ja. Der Frauenschläger. Nein, aber weiß ich nicht.
Ich mache nur Technikvideos, ja. Also bei mir ist alles klar. Guck mal. Ich mag die Musik. Can't say I have much sympathy for you. She was bad for us and you almost got us killed. Tut mir leid, wenn ich darauf jetzt gerade nicht so gut eingehen kann. Ich möchte hier in the game bleiben. Können wir gerne später nochmal drüber reden. You're being too generous. You did get us killed. Alright, enough chatter. Got a thing I'm supposed to do, and if you don't mind, I'd like to do it without any more interruptions. Okay, great, you're listening. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a... If your thing is telling us about the princess, don't waste your breath. We know all about her, and it's hardly a path in the woods at this point, is it? Ja, es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Well, this is just great. Let me cut to the chase. Clearly, you've already been. Yeah, you think? Actually, I don't think we have been here. Ja, also... Hier ist ein bisschen... Naja, flexibel, würde ich sagen. This is all different, isn't it? Yes, precisely. And if you'd given me 2 seconds to finish my thought, I would have said that. Oh, you're actually letting me talk now. Great. If you've already been here, it means you've seen things you aren't supposed to have seen, and you know things that you aren't supposed to know. This doesn't look like a path in the woods if reality seems distorted. It's because reality is distorted. Distorted. Es ist keine Torte mehr. Verzerrt. Schief. Okay, alles klar. Wollte ich nur kurz wissen. Momentchen. So you knew this could happen? You knew we'd be able to restart like this? I know all sorts of things, which is why you should listen to me. Und vorher hat er gesagt, er weiß nicht. Also... Dann muss er über den immer... Also er... Das heißt, er erinnert sich auch eigentlich jedes Mal daran, dass wir schon mal da waren. Das finde ich... Ja, das ist interessant. That's not really an answer. Look, if the world around you is changing, especially all the way out here, then that means you're nearing the point of no return. Whatever happens next, that's it. There won't be any more do-overs. So you'd better take things seriously. Klar, immer. Also, du hast gesagt, du weißt mehr, als du sagst. Wenn du willst, dass ich zur Hütte gehe, dann sagst du uns am besten alles. Es fühlt sich an, als wäre ich als wäre ich in 100 verschiedene Richtungen in 100 verschiedene Richtungen gezogen worden. Ihr würdet besser daran tun, auf mich zu hören, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich sie nicht umbringe, und wenn ich einfach hier bleibe und einfach nichts tue, und wir den Punkt auf, diesen keinen Weg zurück Punkt erreichen, was passiert dann? Egal was als nächstes passiert, es scheint so, als wären unsere Antworten bei der Hütte. Wir sollten aber hingehen, würde ich jetzt einfach sagen. Ohne was zu sagen zur Kabine sage ich auch schon Kabine. Ohne etwas zu sagen zur Hütte gehen. Ist mir wurscht, ich bin fertig damit. Tschüss. Okay. I can't. Anything I say at this point is far more likely to accelerate the unraveling of this place than it is to actually help you do your job.
In fact, I probably shouldn't have even said that. I trust that if you've been here before, it means you know how dangerous she is, and that you know I'm not lying to you about her. Really? That's it. That's all we're getting out of you. He just wants to keep things going the way they are. But we've been given a second chance to do right by her. She can build something better than this. She can build something better than us. We just have to let her do it. Aber wir haben sie ja umgebracht. So, das heißt, danach kann sie ja nichts mehr gemacht haben. So, was heißt, alles, was hier zu sehen ist, hat eigentlich der Erzähler gemacht. Richtig? I get it. You're conflicted. You've been through a lot, but I really have to be firm here. I will tell you one thing, which is that even now, you are capable of stopping her and saving the world from ruin. You always have been, and you always will be. Do with that what you will. Then what happens? Have you even been listening? It's the end is what happens. Yeah, but is there something after the end? How am I supposed to know? The end means finality. It's not like I can just peek on over to the other side and tell you what it's like there. If there even is a there, it doesn't matter because we're going to win. Now that's exactly the sort of mindset I like to see. Don't let yourself be consumed with self-doubt. Don't flirt with oblivion. Just focus on the present and everything will be absolutely fine. So what if I'm speaking my mind? It's not like I've ever really gotten a say in things. What? So what? I'm speaking my mind. It's not like I've ever really gotten a say in things. So. Wir haben ihn halt komplett ignoriert. Weil er uns egal war. Weil ich es einfach anders gesehen habe als er. What a crock of shit. Yeah, you stabbed us last time. Repeatedly. It didn't even work. It doesn't count. We died. If you didn't submit to her, for all we know, that wouldn't have happened. It's the punishment you all deserved for not listening to me. To her. Aside from our sulking friend, I don't think you have much to worry about. You're still the one in charge here, and I don't think that's ever going to change. The second he tries something, I'll put a stop to it. Okay. Good. We're all on the same page. Das hört sich so merkwürdig an. It isn't long before you find yourself at the end of the path, staring up at the cabin on the hill. You'll find the princess within, as I'm sure you already know. End her. That's it? No final words of advice? I'd rather not waste any more time. I'm sure that any advice I'd give at this point is something you've already heard. If there's still a princess at the cabin, maybe we can salvage things. Maybe if we just grovel and apologize, things can go back to how they were before. Oh, cut it out, will you? We need to be tough right now, and you're making it so much harder than it has to be, so stop whining. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen so wie Stubborn. The interior of the cabin is a place that feels long forgotten. There was once an elegance to its construction, carved marble columns holding a high arched roof, vaulted windows letting in the weak starlight. But that is how it was. Now there is a growth that has overtaken it. A viscous fluid seeps from cracks in the stone walls, and it congeals into chaotic streaks of writhing nerves and wet clumps of living meat. That's horrible. You did this. The only furniture of note is a pulsating pedestal, a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right.
Also, da ist wieder ein Spiegel. Und dieses Mal blockiert er die Tür. Du hast letztes Mal... Achso, ja, er wird wahrscheinlich wieder sagen, da ist keiner. Und dann kann ich das fragen. Achso, wie sollen wir in den Keller kommen? Da ist keine Tür. Da ist nur ein Spiegel. A mirror? There is no mirror. We've done this already. Try to keep up. The repetition is maddening. I don't know what to tell you. There isn't a mirror because I would know if there was a mirror. You're either seeing things or you're confused on the definitions of door and mirror. Or you're seeing things. That seems far more likely. What are you trying to say exactly? He thinks we've lost, that we're succumbing to madness, that something in us has broken. That's an unnecessarily melodramatic way to describe a hallucination, but sure. I'm not going to waste time arguing with any of you. It went away after we touched it last time. Let's just do it again. Machen wir. You step forward and approach the door to the basement, hesitating before you open it. As if you don't see it. You really don't, do you? Nein. How strange. It really is just like last time. Are we really hallucinating? Why here? Why now? Smash it. Smash it to pieces. It's the only thing keeping us from her. Don't you want to know what we'll see in there? We won't be able to see anything if we smash it. Nah, I'm with him on this one. Smash it! Let's get violent already. Do whatever you want with it. The mirror isn't real, so how you handle it doesn't matter, aside from wasting dangerous amounts of time. You reach forward and drag your hand across the door leading to the basement. As if on command, it slowly slides open, scraping against the stone floor, its ancient hinges moaning as it reveals the dim path ahead. Why am I not surprised? You step forward into the darkness. The stairs leading down to the basement are at once both narrow and grandiose. The high-vaulted ceiling stretches up into a gloom beyond your sight, while walls wet with tumorous growths press in uncomfortably at your sides. You feel both unprotected and trapped, at once exposed and claustrophobic. The air is thick, its odor an oppressive violence, the metallic scent of fresh blood twisting with the nauseating embers of charred remains. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her voice, a bellowing rage, roars up the stairs. Was severing the tendons of my ascension not enough for you? Was it not enough to rend my divine heart? Come, see the horrors you've wrought upon my flesh, and feel my hands set upon your throat. She's so angry with us. Why? Why did you desecrate her? Why couldn't I stop you? You've got to stop thinking about her like that. It isn't doing anyone any good. She's not some untouchable god. She's an abomination, and we're going to put an end to her once and for all. Whatever she is now is our fault. If she's an abomination, then what does that make us? She was going to end the world last time. If I might interject, you didn't make her into an abomination. She's always been what she is. It's why you're here, and it's why your task is so important. Ich möchte noch das Messer holen. You make your way to the bottom of the stairs. The chamber's walls are painted in blood, a deep, sickening red that drips down in clotted streams onto the charred corpses that make up its floor. This place reeks of torment, of ripped skin and burning bone. The princess stands in its center, muscles flayed and bare and weeping, draped in a tattered dress of her own skin. Her heart beats from its place in her open chest. Do you know what I'm going to do to you? There's not so much a moment of hesitation before she steps forward. Her chains pull taut, holding fast as she strains against them. The cuff around her wrist digs deeper into her skin.
blood drips from the place where metal meets flesh. And then, with a nauseating sound, the skin tears. It plops to the ground, and she pulls her red, glistening arm free from her bindings. She is loose, and she is coming for you. Let her end it. It's the punishment you all deserve for what you did to her. It's the punishment I deserve for letting it happen. Screw that. We can win. We've done it before and we'll do it again, only this time we'll make it out the other side. Hell, she's practically done most of the work for us. We don't even have a weapon. It doesn't matter. I refuse to go out any way that isn't kicking and screaming. Okay. Wir haben aufgegeben, die Welt zu zerstören, oder? Was ist mit dir passiert? Warte, wir müssen das nicht tun. Entschuldigung. Also, es tut mir leid, aber... es tut mir leid, okay? Also, alles, was ich getan habe, tut mir leid. Please just listen to me. Ich habe Angst, dass wir das nicht mehr machen können. Aber wahrscheinlich... Ja, mal gucken. Sie kommt halt schon auf uns zu und ich glaube, sie will nicht reden. Ich glaube, wir können sagen, was wir wollen, weil hier steht ja nicht Explore drauf. Das sind alles Handlungen, die wir tun. Ich glaube. Aber wir gucken uns das später nochmal an. Still unarmed, you charge towards the princess. It's now or never. Let's make it a beautiful blaze of glory. With a horrifying squelch, you are unwound. Was? Abgewickelt? Ja, okay, also, man sieht's ja. Ich wollte es nur gerne für mich nochmal, übersetzen. Mit einem glucksenden Geräusch wird unser Inneres nach außen gekehrt. I hope you weren't planning on dying. We're going to make this last forever. Huh. I feel cold. I've never felt cold before. Wie sie gesagt hat, stirbst du nicht durch ihre Hand. Oder wirst du jemals durch ihre Hand sterben. Es ist Zeit für dich zu gehen. Deine Erinnerung kommt zurück. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? It's going to be okay. Also,
Natürlich bist du verängstigt. Das ist nicht das Ende für dich. Nee, das ist das Ende für dich, aber nicht für mich. Es wird alles in Ordnung kommen. Trust me, ne? Vertraut mir. Wir waren schon mal hier und da hattest du auch Angst. But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. Screw the mirror. We just need to find the princess. I don't want to look at us. Das ist nicht das Ende. Was auch immer auf der anderen Seite ist, wird gut sein. Es ist nicht das Ende für euch, sondern für mich. Nee, es ist das Ende für euch, aber nicht für mich. Ich werde euch auf der anderen Seite sehen. Es wird in Ordnung sein. Okay. If you say so. We'll trust you. Maybe there'll be a good fight there. Maybe we'll find her again. A mercy. Die Stimmen verschwinden wieder. Und ich muss sehen, was da drin ist. Du bist gewachsen. Du findest dich in der großen Stille. Mal wieder. Das ist gezeichnet, das ist auch wundervoll. Du bist bei der Hütte. Flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Whenever you are ready, I will wipe your slate clean once again. Bist du die gleiche Entität, wie du vorher warst? Wie viel hast du dich verändert? Wie fühlt es sich an, sich so zu verändern? Wenn das alles vorbei ist, was willst du tun? Du weißt, dass am Ende von all dem, also wenn du vollendet bist, werde ich dich töten. Wenn ich zurückgehe, ist es, als würde eine unsichtbare Mauer um mich herum schließen. Warum kann ich nicht die gleichen Dinge tun, die ich zuvor getan habe? Du bist zu mir lieber gewesen als jeder andere, den ich bisher getroffen habe. Danke. Wir haben ja niemand anderen getroffen. Klar war sie die netteste Person. Also danke. Und hier steht das Gleiche nur noch mal mit warum. Was möchtest du... also welche Version von dir soll ich dir als nächstes bringen? Was denkst du über dieses Gefäß? Ich möchte dir nicht wehtun, aber je öfter ich wieder zurückgehe, desto schlimmer, desto mehr fürchte ich, dass Dinge schlimmer werden. Was denkst du über mich? Diese Gefäße, die ich dir bringe,
ich habe ihnen geschadet. Wie viele muss ich dir noch bringen? Ich bin bereit zu gehen. The vessels are a weave of emotion at odds with themselves, but they are only perspectives. They are not me. Okay, also sie ist nicht böse mit uns oder sonst irgendwas. Wir bringen ihr nur ihre Persönlichkeitssplitter. Von daher ist okay. The wounds they've suffered carve texture around my heart. Without them, I would be as I was before. I would be alone and without sensation. I could not feel the joy of having you by my side, for I would not know your absence. Is a child the same as an infant? I am an unbroken pattern, but every vessel gives fresh perspectives and carves new avenues of expression. I am different, but I am the same. Okay. Eyes close in reflection. Perspectives meld together, and the breadth of my experience stretches to new corners. There are contradictions, conflicts in my nature, and there are familiarities that bind everything together. It feels correct. This is what I need to be. This is the only path forward. This one is desecration. She placed the weight of her agony on you, yet it is she who unwound herself. But there is passion and empathy in her misery. She will make for a burning heart. Ich muss da mal ein bisschen kurz, ich muss da kurz was übersetzen. Also. Okay, also sie hat uns im Prinzip die ganze Schuld aufgeladen, aber letzten Endes ist sie selbst dran schuld, dass ihre, also sie hat sich, sie hat uns die ganze Schuld aufgeladen und so weiter und so fort, war halt sauer auf uns, bla, hat sich aber also das Innerste von sich nach außen zu kehren, das hat sie sich selbst angetan. Und trotzdem ist in ihrer ganzen Misere, in ihrem ganzen Elend, trotzdem eine Art Leidenschaft und Empathie vorhanden. Und sie wird auf jeden Fall für ein brennendes Herz sorgen. Do not mourn her. She has finally found peace. Okay, also sie hat endlich Frieden gefunden.
With every gift you bring me, I excavate the alleys of what I am meant to be, and every exploration yields new and complicated truths. What I will be is different than what I am, and what I am is different from what I was. I cannot tell you what desires I will hold when I have changed, but in this moment, all I want is to know myself and to know you. Was aber bedeutet, wenn wir sie töten, entwickelt sich auch einfach nur, also wenn wir das tun, was der Erzähler will, entwickelt sich auch einfach nur wieder ein weiterer Persönlichkeitssplitter von ihr. Also der personifiziert sich dadurch. Und wird dann halt Teil von ihr. Was bedeutet, auch wenn wir das machen, was der Erzähler tut, werden wir sie dadurch nicht davon abhalten, laut meiner Theorie, die Welt zu zerstören. Auch wenn das ist, was der Erzähler eigentlich tun will. Oder uns, wozu er uns bringen möchte, dass wir es tun. So. Why wouldn't I be kind to you? You are the only thing I know that isn't me. Okay. If I am to be an ocean, you have given me enough to build a pond. My waters are shallow and murky, and I yearn for more perspective. I will transcend in due time, and there is no way forward but to contribute to my awakening. Das ist auf jeden Fall schon mal was anderes, als sie gerade gesagt hat. Also wir sind dem natürlich jetzt noch mal ein bisschen näher gekommen. Gifts aren't what someone tells you to bring them. Do not worry. There are no wrong answers, and every perspective illuminates my shadows and shares new secrets. Also ist ihr komplett egal. Sie will sich einfach nur selbst kennenlernen. Verstehe ich. I await your return, but it will give me time to reflect on what I am. Okay. Ich denke mal, wir zeigen ihr die schlimmsten Versionen von sich selbst und hoffen dann, dass sie daraus reflektiert, etwas Besseres sein zu wollen. Ist ein guter Plan, oder? Ist ein guter Plan. Machen wir so. Bring the fury to her. An unbound vessel. You're on a path in the woods. And at the end of that, you're here. Genau. Wir machen das Ganze jetzt mal ein bisschen schneller. Weil das haben wir ja alles irgendwie schon mal gemacht. You make your way up the short path. Und jetzt ballern wir direkt auf sie ein. The interior of the blade. You take the blade from the door to the base. Her voice. Who's there? She said, "Don't let it." Ich kenn nix. Ich bring die jetzt einfach um. Good. You're still listening to reason. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill me or something?
Ich rede einfach gar nicht, bring die einfach um, ne? Mal gucken, was passiert. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Ja. Bam! You lunge forward without a moment's hesitation. You feel flesh easily give way and look down to see your blade already sinking deep into her heart. Oh. This is it, isn't it? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder, do you actually believe this was enough to kill me? Natürlich nicht. It's like she's convinced she can't die. Ja, und ich hab ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. Yes, even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago, that arrogant look still plastered on her face. But is it over? Really over? Natürlich ist sie ist tot. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, sie hat noch noch ein Ass im Ärmel. Natürlich nicht. Das war zu einfach. It's over. Don't get all worked up. We should make sure. What's the harm in checking for a pulse? I really don't think you should do that. And why shouldn't we? Is there something you're not telling us? I've told you everything that's happened with complete accuracy. The princess is dead. Your blade pierced her heart. There's no coming back from that. You lean down and wrap your hand around the blade's hilt. But as you begin to slide it out of its resting place, you feel a sharp and sudden jab in your side. What was that? I guess I won't be dying alone after all. Quick, let's get out of here. It's too late for that now. You collapse to the ground as the mortally wounded princess twists a blade of her own deeper between your ribs. As you fall, she falls with you, exhausted by the effort, the little life that was left in her eyes fading rapidly. An eye for an eye. A life for a life. I guess we're even now. See you around. You were so close. Why did you hesitate? It doesn't matter. At least you managed to take her with you. For whatever that's worth. Everything goes dark, and you die. Ich bin mir sicher, es gibt noch 2 andere Enden. Je nachdem, was wir da jetzt gemacht hätten. Ob wir den Puls gecheckt hätten, ob wir einfach gegangen wären. Das wären nochmal 2 unterschiedliche Sachen gewesen und die haben dann wieder Auswirkungen. Das Spiel ist so komplex, ich raste aus. The Razor. You're on a path. You're here. Ich bin sehr gespannt. A warning. She will. He couldn't be. We know what to look out for this time. We know to be careful. Just stay focused and you'll be fine. Mich interessiert, wer wir jetzt sind. Also wen wir jetzt dazu bekommen The haben. interior of the cabin is a jagged mess of warped wood and broken boards, their splintered edges as uninviting as shattered glass. The only furniture of note is a pointed table with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right.
walk up to the wall. What are you talking? You reach forward and rub Ich mach's there einfach nur was der now it's Vollständigkeit gone. halber. The Yet cheated. another thing in here playing tricks on us. I hate this place. Ah, der Reingelegte, sozusagen. Take the blade. You take the blade from the table. It feels a bit better. Achso, fühlt sich ein bisschen besser an, wenn wir ein Messer in unseren Händen halten. Lass uns sie verletzen. Ne? So. Dafür, Door to the was sie basement uns creaks angetan open, haben. So. revealing what must once have been stairs. The fractured slats look as if they've been torn from their source and violently jammed into the wall. The air seeping up from below has an almost metallic quality to it, like the smell of fresh blood. And you can hear what sounds like the rhythmic scraping of metal coming from down below. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Dieser Spruch immer. Scraping? She's not even trying to hide her knife. It's like she wants to get in our head. That sound could be anything. It's probably just her chains dragging across the floor. I am begging you to get out of your head. Her grating voice carries up the stairs. I hope you've come to rescue me. I've been stuck down here forever. There is something so wrong with that voice. Yeah, she thinks she's better than us, like she doesn't even have to put on an act this time. Dankeschön. Ich wünsche dir noch alles Gute zum Geburtstag. Ich muss auch leider wieder. Wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön. Ich mache auch nicht mehr allzu lang. 1,5 Stunden vielleicht. Vielleicht 2. Mal gucken. Aber ich wünsche dir eine gute Nacht. Träum was Schönes. Und wir sehen uns jetzt hoffentlich auch wieder öfter. Würde mich freuen. As you descend the final step, the form of the princess comes into view, her sharp eyes following you from across the room. Es wäre auf jeden Fall was anderes passiert, hätten wir einfach nur ihren Puls gefühlt oder wären einfach gegangen. Finally, somebody! Quick, get me out of these chains. We're not safe here. Come on now, we're not falling for that, are we? She's trying to trick us, but she can't hide that threatening edge to her voice. She just wants us to get close, to let our guard down. If she sounds threatening, it's because her mask is already slipping. She knows why you're here. You are armed, after all. What are you waiting for? You are here to rescue me, right? Nö. Wenn ich näher komme, wirst du mich Step, was heißt denn Step? Achso, wirst du mich stechen? Richtig? Kannst du dich erinnern, was letztes Mal passiert ist? Ich weiß, dass du ein Messer hast. Und ich werde dich rauslassen, wenn du es fallen lässt. Ich möchte dir glauben, ich möchte dir vertrauen, aber du wirkst merkwürdig. Verdächtig, könnte man sagen. Können wir einfach drüber reden? Ich habe den Schlüssel nicht. Wir haben uns gegenseitig letztes Mal getötet. Ich würde das auf jeden Fall nicht nochmal machen. Alter, wie viele Optionen wir haben. Pass auf. Ich weiß, dass du sauer auf mich bist. Aber ich denke, wir können beide... Achso, Byguns. Also,
Wir können die Vergangenheit lassen, sozusagen, wenn ich das richtig verstehe. Wenn ich das richtig deute. Was ist passiert, nachdem du letztes Mal gestorben bist? Steht das nicht da vorne auch schon mal? Was, wenn wir beide nicht einfach ehrlich zueinander sind? Ich bin hier, um dich davor zu retten. Um dich davon abzuhalten, die Welt zu zerstören. Und du hast mich letztes Mal getötet, nachdem ich dir ins Herz gestochen habe. Niemand muss sterben. Okay, was wirst du tun, wenn ich dich rauslasse? Okay, ich komme näher, um dich zu befreien. Und du versuchst besser nicht irgendwas zu tun. Ja, ich glaub dir nicht. Tschüss. Screw it. Slay the Princess. Okay. Einfach drauf los. Will ich jetzt gerade tatsächlich nicht mehr. Weil ich es interessant finde. Und ich möchte das hier sagen. A knife? What are you talking about? I don't have a knife. Where would I keep a knife? And why would I stab you to death? I don't know you. You haven't given me a reason to stab you to death. It would be so silly of me to cut you open and look at your insides. Okay, I could have sworn we didn't mention stabbing anyone to death. Sounds like she's really out for blood. Fortunately for you, she isn't armed. Naja, aber wir sehen ihre Hände nicht, ne? It would be so much easier to prove that I do have a sharp object. I could just show it to you, but I don't have one, so I can't. The princess smiles as she pulls her hands from behind her back. Die hat das jetzt zwischen die Arschbacken geklemmt. Ich sag's dir. But look at this! Hands! Hands that don't have anything in them to stab you with! Her smile stretches into an even wider grin as she shakes her sleeves. And empty sleeves, too! Look at how few stabbing implements I have. It's practically zero. Ich habe Angst, dass ich die anderen Sachen nicht mehr fragen kann, aber... I've shown you all of my hiding spots. What kind of princess do you think I am? I would never hide something sharp somewhere secret. Wait, that sounds like I'm lying, but I'm actually not. My secret zones are for me, only they have nothing to do with you or my intention to not stab you to death the second you get close to me. Her smile drops for a moment, her expression sharp and flat. I assure you, there's nothing hidden there. I'm inclined to believe her on that one. She seems serious. Of course, but that doesn't mean that she doesn't have something hidden somewhere. We know for a fact she's armed. Das stimmt. What? No! No! I wouldn't stab you. I am just a sweet, innocent princess trapped here for no reason. And you are a brave knight who's supposed to walk up to not stabbing distance to help me. I have absolutely zero doubts that she is going to stab us if we get close to her. She certainly feels threatening. Just because she's acting like she's going to stab you doesn't mean she has the means to actually do it. But you know who is armed? You. So stop second-guessing yourself and do your job. But I'm nervous. All the more reason to jump into the deep end and deal with her right now before you waste any more time getting stuck in your head. Last time?
If somebody came into my house and stabbed me to death and then I killed him, surely I would remember that. Sauce. But I don't remember it, so it must not have happened. Last time? What are you talking about? Ugh, it's like the two of you are working together on this. Aren't you listening to her? She's obviously lying through her teeth. I'm terrible at spotting lies, and even I can tell something's up here. We can't be the only ones that looped back to the start. Someone else has to remember. Yes, something is obviously up, and we can all tell that she's lying. The thing she's lying about is how dangerous she is, not dimension hopping or time travel or whatever it is you think you're doing. Would I just lie? Would I just lie to your face and tell you a thing I remembered happening didn't happen just so I could stab you again? I mean, just so I could stab you for the first time. Aha! She slipped up there. She said again, and her taking it back doesn't count. Do you hear how deranged you sound right now? Please stop dawdling. This is only going to end with violence. Postponing the inevitable is only going to make it worse for you when it actually happens. That's so rude of you, passing judgments on strangers you've never met just because they're different from you. How would you like it if I did that, huh? Hola. Ich wollte schon längst reingeschaut haben. Ja, und jetzt bist du da. Ist doch super. Ist doch schön. Wir spielen Slay the Princess. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Dankeschön, Dankeschön. Hatte dir Anna schon gesagt, was ich ihr geschrieben hatte? Den Vorschlag, den ich machte? Silly little bird-face thinks he's so serious coming down here but doesn't know anything. Thinks he can tell me to get rid of all the knives I don't even have while he gets to wave one around right in front of me. I bet you didn't like that, did you? I bet you didn't like being judged for no reason. How many more times does she have to vaguely threaten you before you finally decide you're ready to deal with her? We're clearly still figuring out our angle. We don't have the luxury of watching this from a distance. Oh, I'm sorry, do you think I'm in a position of luxury right now? You're acting like you are. My entire world is at risk. Then maybe you should behave with a little more humility. A bit of self-deprecation would go a long way. No, I have my dignity. Fine, and will continue to treat you exactly how you deserve to be treated. Ja, hatte sie schon getan. Habe ich Bock drauf, aber machte mir nicht so viele Gedanken. Ja, alles gut. Nein, ich hatte nur ein bisschen schlechtes Gewissen und ich wollte ganz gerne ich möchte, ja, ich möchte das. Ich möchte euch einladen. Oh, you don't. Okay, I see. Ah. I have an idea. You should come over here and stare directly at the chains. You won't be able to find a key if you don't know what it's supposed to look like, so you better come right within close staring distance just to be sure. Natürlich. I think I've said my piece at this point. I think we all have. But if you want to keep exhausting your questions, it beats getting stabbed to death. Also ich kann immer weiter fragen und es wird, ja. Vielen Dank! Vielen Dank! Dankeschön, 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 Dankeschön.
Es ist so verrückt. Also Vielen Dank. Ich bin immer wieder ein bisschen erstaunt. So, weißt du, ich schaue hier alle paar Monate mal irgendwie bei Twitch rein und dann flattern hier doch so 2, 3 Subs durch. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Beziehungsweise doch, weiß ich. Ich habe mir einfach mal wieder den Vorsatz gesetzt, öfter mal zu streamen. Wäre eine Möglichkeit, ne? Also. So. Alle Jahre wieder, ja. So. All sorts of things, which is why I think that's a great idea. I would love to not be chained up down here. Being chained up is so boring, and I crave fresh and new activities to broaden my horizons. Please don't let her out of here. Believe it or not, I think I'm actually with him on this. Okay, but what if all of this is just a misunderstanding? There has to be room for this to be a misunderstanding. Was spielen wir denn hier? Wir spielen Slay the Princess. Es erklärt sich folgendermaßen. Wir haben, also, es fängt immer an mit You're in a path in the woods. At the end of the path, there's a cabin. And in the basement of the cabin, there's a princess. You're here to slay her. And if you don't, she will end the world. Oder so ähnlich. Und ja, wir müssen wir bringen eine Prinzessin um. Allerdings, jedes Mal, wenn wir ihr begegnen, denn wir begegnen ihr öfter, es ist mehr oder weniger wie ein Time Loop, füttern wir quasi eine Entität mit diesen Versionen von ihr, die sie dann, also, und jetzt meine Theorie so ein bisschen, eine Entität, die halt die Prinzessin ist, aber sie halt gleichzeitig noch nicht ist, füttern wir mit den Persönlichkeitssplittern, sag ich jetzt mal, von ihr, damit sie ein Ganzes wird. So. Unser eigentliches Ziel ist es aber, die Prinzessin davon abzuhalten, die Welt zu zerstören. Darum sollen wir sie töten. Allerdings scheint der Erzähler immer wieder zu vergessen, dass wir ihr ja schon mal begegnet sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er weiß, dass wir immer wieder kommen. Das hat sich er hat sich mal so kurzzeitig verplappert. Ich glaube aber, dass wir genau das Gegenteil von dem tun, was er will, indem wir das tun, was er will. Also ich glaube, dass wir dadurch, dass wir die Teile der Prinzessin zusammenfügen und der Entität übergeben, wir ja quasi die Prinzessin erstmal überhaupt erschaffen und sie dadurch durch ihre Vollendung erst in der Lage ist, überhaupt die Welt zu zerstören. Was bedeutet, der einzige Weg, die Prinzessin davon abzuhalten, die Prinzessin zu zerstören, die Welt zu zerstören, ist, dieses Spiel nicht zu spielen. Aber, naja, bisschen kompliziert, ich weiß. Wir sind jetzt gerade bei einem, achso, und wir sind auch eine gesplittene Persönlichkeit. Ich glaube, dass der Erzähler auch Teil von uns ist. Es sind nämlich immer die gleichen Stimmen, aber irgendwie etwas anders angelegt. Und der Hero und der Narrator sind immer Teil von uns. Und dann gibt es immer noch ein oder sogar 2 weitere Stimmen, die in uns sind. Und jetzt gerade ist es The Cheated, der uns begleitet, weil wir von der Prinzessin beim letzten Durchlauf reingelegt wurden. Also es gibt immer 2 bis 3 Phasen in jeder Splitterrunde, sage ich jetzt mal.
Und in der Phase vor dieser wurden wir halt reingelegt. In der ersten Phase. Jetzt sind wir in der zweiten Phase. Und offensichtlich lügt sie. Und vermutlich will sie uns wieder umbringen. Oder davon abhalten, irgendwas zu tun. Aber ich habe so viele Möglichkeiten, was zu sagen. Und fast alles, was wir hier tun, hat tatsächlich Auswirkungen auf das, wie es weiter verläuft. Und es gibt unfassbar viele Enden, es gibt unfassbar viele Versionen und dieses Spiel ist so meta und so komplex, dass ich es selbst kaum fassen kann. Also, hier an dieser Stelle vielleicht mal einen ganz kleinen, eine ganz kleine Bitte an alle, die das hier sehen oder noch sehen werden oder wie auch immer. Kauft euch das Spiel. Unterstützt diesen Entwickler, diesen Indie-Entwickler. Kauft euch das Spiel, spielt es selbst. Denn selbst wenn ich hier gewisse Dinge jetzt, wenn ihr wisst, welche Persönlichkeitstypen es gibt und so weiter und so fort, trotzdem verändert sich die Geschichte mehr oder weniger mit allem, was du sagst und tust. Und das ist schon geil. So, also erlebt es selbst. Probiert es selbst einfach mal aus. Es ist ein wirklich schönes Spiel. Es sind 7,7 Gigabyte oder so, glaube ich, die dafür freigeschaufelt werden müssen. Ist also jetzt nicht so super groß. Ist auch nicht sonderlich klein. Aber ja, ich glaube, wir sind ja jetzt schon 2,5 Stunden dran. Ich glaube, so 3-4 Stunden Spielspaß hat man dann pro Durchlauf. Nehme ich an. Also, so würde ich das jetzt mal so einschätzen. Aber es hat einen unheimlichen Wiederspielwert. Von daher, man kann sich schon gut mit diesem Spiel aufhalten und entsprechend glaube ich, dass man da durchaus auch auf seine, bestimmt je nachdem, wenn du jetzt dann auch noch alle Persönlichkeitskombinationen vielleicht dann noch zusammennimmst, da kommst du bestimmt, also kannst du bestimmt 50 Stunden oder so mitfüllen. 50 Stunden Spielzeit. Um es wirklich 100% durchzuspielen. Wenn nicht sogar länger, ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie viele Persönlichkeitstypen es gibt. Oder, so. Ja. Mal gucken. Ich bin gespannt. Hört sich mega an. Ja, es ist auch mega. Es macht wirklich Spaß. Ich habe gedacht, es wäre schneller vorbei. Ich habe noch ein anderes Spiel, das ich eigentlich heute spielen wollte, aber ich glaube, da kommen wir nicht mehr zu. That doesn't sound like me. Okay, I'm bored now. She's bored? That's absurd. She doesn't get to be bored. Not in a way that matters. She's a prisoner. She's... Shit. In a sudden burst of movement, the princess leaps towards you, a blade erupting from her free arm, her wrist limp and empty from the violent expulsion. Huh. So I guess she did have a knife of her own after all. How conciliatory of you. We appreciate it, really. Now what are we going to do? At least we're safe here. She's still in chains. And those chains stop her from continuing her advance, at least for a moment. She looks down at them with something between annoyance and confusion. And then she slices through her arm. Okay, maybe we aren't safe here. She doesn't even hesitate before darting towards you with a terrifying speed you can't hope to out. Ah, shit! Okay, she's down an arm and we still have a weapon. I guess we'll have to use it. And use it you do. But unfortunately for you, and for the entire world, you are horribly outmatched. You keep pace with her for a single brief and wordless exchange before she severs your hand and, with it, your only line of defense. She's much better at this than she was last time. Yeah, it's unreal. Bloody cheater. I'm going to kill you now. Vor allem auch mit diesem Gesichtsausdruck, so ganz trocken.
ich bring dich jetzt um. With a squelch, she does just that. Also das Spiel hat auch eine gewisse Art von Humor, muss man dazu sagen. Everything goes dark, and you die. Ich hätte sofort zustechen sollen. Nicht quatschen. You're on a path in the woods. No, fuck that. If we're gonna have to keep doing this over and over and over again, we're not starting in that goddamn woods every time. We're starting in the fucking cabin. You're what? The interior of the cabin is sharp, a constricting mess of curved and battered sheet metal pushing you towards... Wait, excuse me? What just happened? What did you just do? I feel dizzy. Oh ho ho ho! I guess I took us to the cabin, didn't I? Isn't that interesting? Who holds the cards now? The circle's getting smaller and smaller. Running isn't an option anymore. We have to fight. What's the point of fighting if she's just going to win every time? It hurts being sliced to pieces. We're better off just sitting up here and doing nothing. The Broken ist, also ich mag The Broken, aber The Broken ist auch, also wirklich nervig. Er ist wirklich, also so eine Heulsuse einfach, ist unfassbar. Great, so obviously you've already been here. How many times? This is our third? No wonder things have fallen apart. You do realize that every time you fail, she escapes and an entire world is damned to destruction, right? That can't be right, that's too much responsibility. I couldn't agree more. We couldn't be trusted with the fate of a single person, let alone the fate of the world. Let's just stay focused, shall we? The only furniture of note is a bent metal table. A pristine blade perched. We take it. Okay, sure, you take the blade before letting me finish telling you it's there. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. This feels right. We just have to keep our senses sharp. That's right, we've got to be able to win eventually. And what if we never do? So, are you just going to stand there, or are you going to head to the basement like you're supposed to? I'd love to get started just as much as you would, but how are we supposed to get down there? You walk through the door. You do know what doors are, right? There isn't a door, it's just that mirror again. There isn't a mirror. You only messed things up, didn't you? It's like you can't even see reality anymore. I can feel the air coming up from behind it, stinking of iron and steel. He might be right. Could be a trick. If our other senses can't feel it, then we can't trust it. 5 Stimmen. Narrator, Hero, Cheated, Broken und Hunted. Oh, wir sind gerade richtig... Die Stimmen in meinem Kopf. Großartig. You make your way to the door at the end of the room, stopping just in front of it. You really must think you're looking at a mirror. Well, it doesn't exist. Just reach forward and open it. Let's just move it out of the way without looking. I don't want to see us. I'm sure we all look awful after dying twice. Let's just fumble for the handle and be done with it. I don't care what we look like. I care about getting to the end of this mess. You reach forward and place your hand on the door to the basement. It creaks open. And the mirror's gone. How surprising. It was never there. Just an illusion. Also es ist jedes Mal, also ab dem zweiten Durchlauf, ein Spiegel da. Und der Spiegel ist aber, also der Narrator sagt halt immer, da ist kein Spiegel. Und jedes Mal, wenn wir ihn anfassen, verschwindet er auch einfach. Aber der Spiegel hat eine Bedeutung. Weil, naja, du wirst es sehen. Guess it's time for us to see her again. Just stay focused and you'll be fine. You step forward, but you don't get a chance to linger on the basement stairs. They are smooth and flat and metallic, an unintentional and unfortunately slippery ramp that quickly sends you skittering to the bottom. Your body tumbles onto the basement floor and the form of the princess comes into view, standing at a distance. She gives you a wry smile. Hi,
It looks like you don't have a way out, so I'm not going to play dumb anymore. But don't worry about how bad you did last time. That's part of the fun. Fun for her, maybe. I didn't like dying all over again. Thinking about dying makes us as good as dead. The only thing that matters is survival. Actually, does survival matter? We've died twice and nothing bad has come of it. We just need to find a way to win. What? Nothing bad has come of it yet. Plenty bad has come of it. You've left at least one entire world to ruin. The people there mattered. The past isn't real. There's only here and now. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist oder könnte der Sprecher von Binding of Isaac sein. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Your internal bickering is cut short by the wet sound of slicing meat. From the princess's arms erupt twin blades, glistening with her blood, the empty flesh of her arms flopping at her elbows like torn sleeves. The chain clatters to the floor. She's loose, and she is coming for you. You're going to make me walk over to you, aren't you? Shit. She's coming for us and I'm out of ideas. We're fighting her, obviously. We are going to appeal to her authority. Also wir werden auf jeden Fall, also offensichtlich gegen sie kämpfen. Schon wieder vergessen. Wir appellieren an ihre Autorität. Und puff her up a bit. Also, ihr schmeicheln? Kann das sein? Da ist kein Grund, es gibt keinen Grund, warum wir das nicht ausdiskutieren sollten. Aber das ist einfach. Versuch einfach mit ihr zu flirten. Oh Mensch. Du hast aber schöne, lange, scharfe, wirklich scharfe Kurven und Arme. Es wäre Verschwendung, dies nicht körperlich werden zu lassen. Ich würde es mit der Autorität unterwerfen und übersetzen. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Sie hat Schwerter als Arme und wir nicht. Wir werden in Panik geraten. Wir werden gegen sie kämpfen und wir werden a stiff upper lip about it. What? Stiff upper lip. Eine steife Oberlippe. Hä? Verstehe ich. Kann kein Englisch. Aber darum sind wir ja hier. Weil wir das lernen wollen. She can't hurt us if we don't let ourselves feel it. Ach so, ja klar. Sie kann uns nicht wehtun, wenn wir uns, also wenn wir einfach leugnen, dass es uns wehtut. Also wir tun einfach so, als könnte sie uns nichts. Sie gewinnt, wenn sie uns tötet, richtig? Also lassen wir sie es tun. All of these ideas suck. Also alle dieser Ideen sind scheiße. Denke über was Besseres nach. Nun. Ich würde sagen, nicht lang fackeln. Das haben wir letztes Mal schon gemacht. Jetzt wird hier abgeschlachtet. Jetzt gibt's Schnitzel.
Ich mache einfach das hier. Yeah, sure. Why the hell not? Let's see if we can turn off the part of us that feels things. Ja, warum nicht? Probieren geht über Studieren. I turned that off ages ago. Pain is good. It's how we stay alive. Nah, I'm sick of pain. Yeah, this whole thing would be a lot more tolerable if it didn't hurt so much. Boah, wir provozieren sie jetzt richtig. Ah, schön. Sure thing. I love a challenge. I bet I can hurt you so much. The princess closes the distance and we dodge. Ja. And you dodge. Oh, you're fast. But let's see how fast you really are. You dodge the princess's blows for as long as you can, sustaining only nicks and cuts as you attempt to avoid her blades. Das war gut. But it isn't long before you're winded. Your feet a little slower. Your gait a little clumsier. Ja, gut. That's all the opening she needs. She skewers you. Naja. Gotcha. And? Does it hurt? No. 6 Stimmen. Oh, a new one of us. Ah! I thought that only happens when we die. Did we die? You're on a... No, you're in a... Where the hell are you? I think we're dead. And that's all we'll ever be. Dead, 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 dead. If we didn't realize we were dead, then we made progress. Good job. Stop saying dead, all of you. We might have died a second ago, but right now we're extremely not dead. This is all horribly wrong. How many times have you been here? This is 4. No wonder everything's such a mess. This wasn't supposed to go past 1. I wonder what you're going to do next. You're so full of ideas and I love that. Vor allem wartet sie halt auch, bis wir unseren inneren Dialog, unsere Diskussionsrunde beendet haben. Das finde ich sehr freundlich von ihr. Dankeschön. But I guess we don't have time to talk about things before the princess advances. Okay, whatever we do gets us another us. Let's see how many we can stack. There's got to be a point where it makes us better than her. As long as we keep moving. Why not? It's not like dying again and again is doing us any harm. Let's see how far this little mind hole goes, shall we? Das hat so ein bisschen was vom, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der Provokante, den wir in der ersten Runde hatten. Naja, egal. Oh, great. So it's going to get even more crowded. Even more deluded voices that think we might stand any kind of chance. Come on, show me something new. Okay. Ich würde einfach weiterkämpfen. Ich könnte auch flirten. Es gibt aber, egal was ich mache, es gibt halt kein Zurück mehr. Das ist so ein bisschen, also ich kann jetzt speichern, aber ich glaube, wenn ich dann lade, ist halt, also ich glaube, das Spiel ist schlauer als wir. Ich habe es ja schon mal gemacht, dann wieder geladen. Und dann hatte ich auf einmal Antwortmöglichkeiten, die ich vorher nicht hatte, aber ich konnte sie auch nicht auswählen. Das war irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber naja.
Okay. Das funktioniert nicht. Und sie tötet dich wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Deine Erinnerungen ich übersetze das jetzt mal so frei wie, also deine Erinnerungen verblassen von Mal zu Mal, wie du ein Leben lässt. Genau. We just have to hit her harder. He skewers you. You'll have to be trickier than that. Well, there's more of us. Let's see if that helps. Then you skewer yourself. I thought we both understood that dying doesn't get you anywhere. Huh, that didn't do much of anything. We're tougher than compliment her on those gleaming blades. There's nothing better than a capable woman. She skewers you. You're cute. It doesn't matter how many times this takes, we can't give up. Okay, let's go again. Just panic. Flee. She skewers you. No, you don't get to escape. That's not how this works. See? We're getting better. Okay, yeah. That was a good one. Let's appeal to her better nature. We haven't tried that. I'm sure she'll listen to reason. She skewers you. We're getting close to something. Can't you feel it? One last time. You're right. One last time. That's all we need. None of this is working. Think. Think. She skewers you. And then everything goes dark, and you die. Ne! Your Honor, don't lose your head. Was ist We're in das the denn? cabin and we'll take it from here. Ich glaube, das ist die längste die längst mögliche Runde, die man machen kann. Normalerweise hast du 2 Durchgänge und dann bist du fertig damit. Wir haben es schon geführt. Okay, bin gespannt. Bin gespannt. Obwohl, wir hatten jetzt erst 2, dann 3, jetzt 4. Na gut. Vielleicht können wir beim nächsten Mal noch 5 hin. Everything feels like it finally fits, doesn't it? We're up here, which is different, and different is good. And our steel claw is already in our hand. Ho-ho! What if we throw it out the window? The Contrarian, den meinte ich vorhin. Over my dead body. That won't be very hard. We've died a lot. But I can't say I mind anymore. Besides, what better way to die so very many times than at the sharp hands of a beautiful woman? I'm sure I can think of a better way to die. They're all the same, really. How about we stop thinking about horrible ways to die? I don't want us to accidentally manifest anything. The only thing we're gonna manifest is finally ending up on top. There are entirely too many of you. How many times have you been here? This isn't good. This is... How about you stick to describing things, and we'll stick to doing them? Yeah, leave it to the pros. We'll notch up that win in no time. Narrator, we heroically stride through the door and towards our destined final encounter with our star-crossed lover. Fine by me. You walk to the door and onto the basement stairs, only... It's more of a slide. We know. Fine, I'll just shut up then and speed this whole thing along. Ah, schön. Sure you don't want me to describe the stairs? Nein, Or this room or nein, anything? gar nicht. Ist mir egal. Feels Ich like hau I've der been einfach part auf of die this. Fresse. Don't care, just want to win. Fine, you make your way to the basement, where the princess awaits you. You know, this last time I killed you, and you didn't pop right back up again? I thought I'd actually done it. I thought I'd cut you into so many pieces you just weren't able to stitch yourself back together.
guess we're not done. That's okay with me. It's good even. I like that. I got something ready for you while you were gone. Do you want to see it? I'm not going to wait for an answer. I'm just going to show you. It's worth it though. Just you wait. And not for very long, because I'm going to do it right now. Are you going to say what she does? Do you want me to talk now? Well, yeah, she says she has something new. I want to hear about the new thing. Yeah, me too. I think I speak for all of us when I say that I would like to hear you describe her new thing. Really? Okay then. Here we go. Now. The princess's skin twists, splitting into red blooms of raw meat as it stretches and tears. And then it erupts. She becomes a wave of blood and viscera, pieces of her splattering against the walls. All that remains in the center of the room is a skeleton of blades. A heart beats furiously in its cage of a chest. Klar! Natürlich! Are you ready for what comes next? Naja, ich war nie bereiter. Holy shit! She's gorgeous. Absolutely divine. Ah, ich liebe den Smitten, der ist großartig. Yes, behold, the perfect woman. Das darf man nicht sagen. Ist das ein Game of Thrones Crossover? Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. Aber ja, wahrscheinlich. Wir werden sie jetzt einfach zum eisernen Thron schmelzen. Feuer. Kann jemand mal ein Feuer machen? Hallo? Do you think we can throw her out the window? Oh ja, bitte. That looked painful. Schon, ja. How is she still alive? Naja, das Herz schlägt anscheinend noch ein bisschen. Was auch immer es betreibt. Aber... Heart's still beating, that's all she needs. This is fake. This is all fake. That's all just made up. She doesn't even have a back anymore. How are we supposed to stab her in it? This is all just a sick joke. I hate existing. We're screwed. I quit. I'm done. Forget it. This All right, is all sir. just a What just happened? It's so quiet. ich hab's einfach direkt gemacht. Eigentlich hätte ich es noch weiter genießen sollen. Aber es... schade. Something feels different about you. It almost makes me feel different. Like I should actually take this seriously for once. Du bewegst dich nicht. Du tust nichts. Und durch dieses Nichtstun bewegt sich dein Körper wie von selbst. Die Prinzessin sticht auf dich ein, aber aber sie sticht ins Nichts. Ich glaube, so kann man es frei übersetzen. Aber sie sticht ins Nichts. Und ich bin schon ganz woanders. You're incredible. Dankeschön. Deine Waffe. Ne? Clash. Schlägt. Wie auch immer. Again and again. Also immer wieder. Du und sie, erreicht ein Rhythmus, der frei von Gedanken und frei von euch selbst ist. Da ist nur der Tanz. Also wir machen gerade Capoeira. Ja? Das möchten wir, also es ist ganz normales Capoeira.
The ebb and flow, the shifting of the tides back and forth between you. Ja, das Hin und Her halt. Ära? Also, nee, nicht Kappa-Ära, Capo-Ära. Aber ja. Entschuldigung, ich brauchte einen Moment. Deeper you fall into your play, je tiefer wir in unser Spiel, in unseren Tanz hinein ekstasieren, desto schneller schlagen unsere Herzen und desto schneller wird das Momentum zwischen uns her geballert. Also wir werfen uns das Momentum quasi immer wieder zu. So. Ne? Als würden wir Volleyball spielen. Daher kommt das Wort. Menschen, die wirklich Englisch können, die müssen mich hassen. Achso, ein unendliches Gebilde von Crescendo hört sich an wie ein Zauberspruch von Harry Potter. Crescendo. Zunahme. Also wir werden immer fetter. Nein, ein endloses Gebilde von zunehmenden... von irgendwas, was zunimmt. Und dann ein Einspieler. Nein. Und dann öffnet sich etwas. Meine Klinge ist wir sind beide krass. Was? Errungenschaft. Water and Steel. Master yourself and vanquish a sharp foe. Okay. In der Musik heißt es lauter werdend. Ah, okay. Both strikes and never will survive. But neither of you fear what's to come. This is a good ending. Okay, also keiner von uns fürchtet, keiner von uns wird überleben, aber keiner von uns fürchtet sich vor dem, was kommen wird. Das ist ein gutes Ende. Ihr seht euch nicht gegenseitig sterben. Ihr werdet es nie sehen. Es ist Zeit für dich zu gehen. Und deine Erinnerungen kommen zurück. Du näherst dich dem Spiegel. Und ne? Wie das letzte Mal auch hier. Wir wollen sehen, was drin ist. The decay. You've withered. You find yourself in the long quiet once again. Du findest dich wieder in der langen Stille wieder. Und wir gehen zur Hütte. Du bist bei der Hütte. I am a growing chorus of contradiction,
A mass of tides ebbing and flowing all at once in more directions than my attention can bear to hold. To look at any one is to shift them all into something new, and to look away is to reshape them yet again. All of me is changing, and yet the rest of me is still the same. Contradiction. Ah, Widerspruch. Ja. Entschuldigung. Hätte man sich denken können. Du kannst kein Widerspruch sein. Widersprüche existieren nicht. Wie kannst du es, also wie hältst du es aus, ein Widerspruch zu sein? Es ist egal, wie oft ich wieder zurückgehe. Letzten Endes tut einer von uns dem anderen weh. Ändert dich das nicht? Macht es das nicht schlimmer? Was denkst du über dieses Gefäß? Das hatten wir schon. Weißt du, was passiert? Do you know what happens to the world? Also, weißt du, was mit der Welt passiert, die wir zurücklassen? Hast du herausgefunden, was du machen wollen wirst, wenn wir hier fertig sind? Ist es dir immer noch egal, welche Version von dir ich dir als nächstes bringe? Wie viele Gefäße brauchen wir noch? Und ich bin bereit zu gehen. Viele Dinge möchte ich sagen. Hä? Wieso Hass? Achso, deswegen. Weil ich so schlecht übersetze. Es tut mir leid. Ich bin aber schlecht in sowas. It changes me, but it doesn't make me worse, nor does it make me care for you any less. Does it make you worse? Do you resent me? Wenn überhaupt, macht es mich wie dich mehr. Also. Mir fehlt die deutsche Redewendung. Ich weiß nicht, was das über mich aussagt. Nein, nicht wirklich. Es fühlt sich alles so weit weg an, wenn ich bei dir bin. Ich habe keine Wahl, den einen Weg oder den anderen. On the matter. Also das Problem ist, ich verstehe immer, was gesagt wird. Also ich verstehe meistens, was gesagt wird. Aber ich kann es trotzdem nicht übersetzen. Es ist ganz komisch. Ich möchte, dass es einfach alles nur aufhört. Und ja, du folterst mich. Und ich hasse es. Ich glaube, ich hasse dich. Nein, das tue ich nicht. Was? Aber gleichzeitig halt habe ich auch immer Angst, was zu
was auszudingsen. Ah, ich hab falsch gelesen. Ich habe Option gelesen, nicht Opinion. Das ergibt Sinn. Ich glaube, das ergibt Sinn. It says that your heart is gentle, that even in the darkness you are guided by compassion. Ja, schon, oder? Das ändert alles. As easily as you can stand to be you, you are like me, even if you have chosen not to look at the corners of you that do not fit, even if you have chosen to ignore the brilliant contours of your soul. This one is sharp and single-minded. She is cruelty, but she is also joy. She will make for an indomitable heart. Sie ist Grausamkeit und Freude gleichzeitig. Sie wird für ein unbezwingbares Herz sorgen. Also wir haben jetzt schon ein feuriges Herz und ein unbezwingbares Herz. Ich weiß nicht, was der erste Durchlauf gebracht hat. Ich glaube, wahrscheinlich irgendwas Vielseitiges oder so. Ich bin gespannt. Do not mourn her. She is exactly where she needs to be. Ich mag's aber, wie sie aus diesen Versionen ihrer selbst auch immer irgendwie das Positive sieht. Also selbst das Negativste, ein negatives Selbst ist für sie aber auch, also sie sieht darin trotzdem auch was Gutes. Ne? Also sie sieht sowohl, dass diese Version ihrer selbst grausam ist, sieht aber auch die Freude, die es hat, grausam zu sein. So, also, ne, dementsprechend ist es, also diese Version ihrer selbst bringt beides mit. Das ist, finde ich ganz cool. So, ich muss mal kurz. Kommst vielleicht gleich noch aufs Tablet. Aber ich sag trotzdem schon mal präventiv bis bald und gute Nacht. Danke dir auch. Schlaf gut, träum schön. Und wir sehen und hören uns bestimmt noch ein andermal. Ich würde mich freuen. Ich wollte ja eigentlich auch in einer halben Stunde Schluss machen. Wir gucken mal. Also ich möchte gerne diesen Durchgang noch zu Ende machen. Das auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal. Vielleicht machen wir noch ein paar andere Durchgänge. Vielleicht mache ich das auch privat. Nehme es aber trotzdem mit auf oder so. Wir schauen mal. My perspectives are shadowed. You have seen what I have seen, just as I have seen what you have seen. The angles of my vantage do not offer me hidden truths, and my attention is turned inward, except when you are here with me. Perhaps this will change when our work is done. I care about your gifts, but I have no preferences to burden you with. Even if I did, I would never dare to tarnish our relationship by assuming myself above you. The desires of my multitude thrive in endless competition with themselves,
but none of them rise above their dance to influence me. I yearn for what I have always yearned for, our awakening. Other desires shrink in the light of knowing you and knowing me. We will know when we near our destination. The tides do not dictate where they are pulled. A river does not dictate its outlets. My gift to you is to let you choose your path, and my task is to treasure the gifts you bring me. Okay. I will be here when it is time for us to meet again. A sharp vessel. Bring the razor to her. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Das ist der Anfang, den wir jedes Mal sehen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. So. You make your way up. Ich mache das Ganze mal hier ein kleines bisschen schneller. The interior blade. Wir nehmen die Blade. You take the blade from the und entern the basement. door to the Und jetzt paper hauen wir der wieder She direkt said, auf die Fresse. Good. You're still listening to reason. You walk down. Bis zu einem gewissen focus Punkt on wird the es jetzt das task. gleiche And sein wie there you vorher. are. Are you here to kill me or something? Und Step forward. Oh, I'm prob. So, She's unarmed. es wird jetzt das gleiche sein wie kurz vorher. You lunge. You feel flesh easily. this is it, isn't it? Do you Das kennen wir actually? alles schon. Like, yes, but it's over. But is it over? Guck mal, und jetzt können wir das beides nicht mehr machen. Wir können nicht das gleiche nochmal machen. Ich wollte jetzt ihren Puls fühlen. Yes, exactly. It's over. Na gut. With your work done, Vielleicht you wird make das your Gleiche way passieren. back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Why do I feel like we've done something terrible? You did kill someone. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience. But that day isn't today. Let's just get out of here. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Only, a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far away. What happened? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Don't worry. You'll be safe here. This is good. Everyone is happy. You'll be happy. Das ist Unsinn. Lass mich hier raus. Oh, okay. Ich dachte, beziehungsweise ich hatte gehofft, dass da ein schöneres Ende ist, wenn ich die Welt rette. Also so ein besseres. So irgendwie mehr. What's done is done, and there's no going back now. This is what's best for everyone. Trust me. Time passes. You can't be sure if it's days, or months, or years, or even decades. It's all a wonderful, boring blur. You've never been happier. Psst. Hey.
We're not just gonna stay here forever, right? Hast du den Erzähler nicht gehört? Ich bin glücklich. Wir sind glücklich. Zur Hölle, nein. Hast du irgendeine Idee, wie wir hier zum Teufel nochmal rauskommen? Natürlich werden wir das. Ich mag's hier. I do, but you're probably not going to like it. The blade. We can use the blade to get out of this. I can hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. He's right. It's the only way out. Do you hear that? It wants to take this happiness away from you. It wants this wonderful place to end. Do you not? There's more for us to do, and the only way for us to do it is to take that blade and use it. Don't you dare. Wouldn't using the blade würde das Benutzen der Klinge nicht, uns töten? Würden wir dann nicht tot sein? Alles, um hier rauszukommen. Na, du hast recht. Ich mag diese Idee nicht. Ich werde weiterhin hier rumsitzen und nichts tun. Wenigstens noch für ein bisschen. Ganz ehrlich, ich find's scheiße. Ich würd's richtig scheiße finden, hier zu sein. Jetzt gerade. So. Thank you. I made this happy little place for you. Is this not a good enough reward for saving the world? Nein. An eternity of bliss? Nein. You ingrate? Fine. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, you throw open the door to the basement and walk down the stairs. Ist jetzt wieder ein Durchlauf von vorne? Ja, genau. Also es wiederholt sich. Es wiederholt sich immer wieder für jeden. Also wir haben jetzt gerade einen Splitter freigeschaltet. Ist jetzt schon der 3. Splitter, den wir haben. Und jetzt gerade sind wir im 4. Durchlauf. Mal gucken, was für ein Splitter jetzt dabei rumkommt. Wir haben sie direkt abgeschnetzelt. Und jetzt bringen wir uns, glaube ich, auch um. Ich bin mir nicht ganz sicher. The princess's body is dust and bones, though the blade you used to slay her is still as pristine as the day you first held it. You pick up the blade, you stab yourself, and you die. The end. Nice knowing you. Ich wünschte, ich könnte das zurückgeben. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Sag bloß. Das haben wir alles schon mal gefragt. Glaube ich. Ich guck nochmal. Ah, jetzt können wir natürlich hier, ne? Ja, Ja, macht, glaube ich, keinen Unterschied. A warning before you go any further. Cooler Humor, sowas mag ich immer zu schauen. Ich kann sowas nicht so gut selber spielen. Zu ungeduldig, verstehe. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. She won't be a problem. The Cold. Jetzt haben wir ihn. Ich bin sehr gespannt.
The interior of the cabin is cold, a soft odor of dirt permeating the air. Cobwebs flutter in the corners. You can hear wind whistling outside, banging the shutters against the windows. The only furniture of note is an elegant antique table with a pristine blade perched on the edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. It feels like no one's been here for a long, long time. Like I've been saying, she's dead. We killed her already. Ach ja. You walk. What are you talking? You reach for, but there was a mirror, and now it's gone. Let's not spend much longer worrying over it. Clearly, it's not even important enough to be acknowledged. Wir nehmen wieder das Messer. Wir haben da gute Erfahrungen mitgemacht. You take the blade from the table. So halbwegs. It would be difficult to slay the... So halbwegs. The door to the basement groans open, revealing an old banister and a creaky wooden stairwell. Everything is coated in a thick layer of dust, and you can feel it settle into your lungs as you breathe in the stale air. The very building itself feels dead. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Nee, aber wenn er das jetzt so sagt, dann glaube ich ihm das nicht. Was jetzt genau? The room below is silent. Nobody's here. Naturally. As much as I appreciate the optimism, you shouldn't be so sure. I guess we'll just have to go down and see. As you descend the final step, the form of the princess comes into view. A skeletal body, lying in a heap on the floor, its wrist still bound to the wall by a thick chain. Dass sie tot sein soll. Ja, ja, aber anscheinend, also, ne? Aber jetzt gleich, die steht doch auf wie ein Litsch, ich sag's dir. Okay, she's definitely dead. It's just like I told you. Before you have a chance to finish your thought, the top of a head appears from underneath the floor. Oder es gibt einen Geist. Schön, mag ich. Kommen wir mit einem Messer, aber nicht gegen an. Two deep-set eyes stare up at you, followed by a mischievous, skeletal grin. And finally, the rest of the body floats up to join the head. Wait, this isn't right. What's going on here? A ghost! Oh. Was ein Held. Wow. How absolutely terrifying. What's a ghost supposed to do to us? Oh, wow. How absolutely terrifying. Take a big clap. Shit. Oh, it's you. Hiya, Keller. I Hi. was hoping to see you again. Oh, aua. I have some issues with how our last meeting went. The princess drifts across the room into your orbit, gently running her fingers across your shoulders and down your neck as she circles you. Aber sie grinst so schön. Sie ist glücklich. Das mag ich. Ist doch toll. Her touch is cold and ethereal, formless yet real enough that her icy fingertips send shivers dancing across your skin. Naja, der kann zumindest eine Kette halten. Der Geist kann zumindest eine Kette halten. Ja, gut, ja, ja. So she has a body, and she's right there. That means we could kill her again, if we wanted to. Irgendwie bin ich neugierig. I see you brought that annoying knife again. So,
Are you waiting for a chance to use it? Or are you here for something else? I killed you. What are you doing not being dead? Ich hab dich umgebracht. Was machst du? Also, was für ein Kosmetiker besuchst du, dass du jetzt hier nicht so tot aussiehst? Sag mal, das Make-up hätte ich auch gern. Und ich kenne noch eine Handvoll anderer Leute. Weißt du, warum du zurückgekommen bist? Hör auf. Victim. Ich habe schon wieder vergessen. Ich weiß, was das heißt. Opfer, natürlich. Hör auf, so zu tun, als wärst du das Opfer. Also, du hast mich das letzte Mal gefoltert. Es tut mir leid, dass ich dich das letzte Mal getötet habe. Ich hätte das nicht tun sollen. Willst du, dass ich sterbe? Willst du, dass ich mich selbst umbringe, also, um eine gewisse, kranke, Befriedigungsfantasie, also um eine kranke Fantasie zu befriedigen, so, weil das habe ich bereits getan, und es wäre jetzt nicht so schlimm, das nochmal zu machen. Es tut mir leid. Ist da, gibt's einen Weg, wie ich dir Make-up ins Gesicht schmieren kann? Nein, wie es schöner, also wie es für dich schöner wäre. Die Leute, die dich tot sehen wollten, haben mich ausgetrickst. Und der Feind meines Feindes ist mein Freund. Lass uns zusammenarbeiten. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Was willst du von mir? Boah, es gibt so viele Antwortmöglichkeiten wieder. Ich raste aus. Das verstehe ich tatsächlich hier nicht. I died to learn. Achso. Ich bin selbst gestorben und schwebe hier nicht so rum wie du. Was ist passiert? Warum bin ich anders und warum bist du anders? Du bist tot. Oder, naja, so beinahe. Zum meisten Teil tot. Was kannst du schon tun, um mir weh zu tun? Nachdem ich dich getötet habe, diese Hütte, achso, also, ich würde sagen, diese Hütte wurde teleportiert. Sie war nicht mehr in den Wäldern. Die Zeit schien stehen zu bleiben. Und ich musste mich selbst töten, um zu entkommen. Nun, ich glaube, ich muss dir erzählen, warum ich geschickt wurde, um dich zu töten. Du wärst dafür verantwortlich gewesen, dass die Welt untergeht.
Mir wurde erzählt, dass du dafür verantwortlich wärst, dass die Welt endet. Mein Gehirn fängt auch wirklich, also ist gerade wirklich langsam am Arbeiten. Ich habe heute auch nicht viel gegessen, also viel Energie ist da oben nicht drin. Achso, okay. Dich einfach nur umzubringen scheint nicht zu reichen. Was willst du? Okay, Freunde, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich hab keine Ideen mehr. Was denkt ihr? Wenn du tot bist, ist da wirklich nicht mehr viel für mich zu tun. Ich denke, ich lasse es jetzt einfach so laufen und gehe wieder nach oben. Okay. Ich würde dann das hier sagen. Okay. I didn't want to be open to the idea, but there's no denying it now. You've clearly been here before. Oh. What tipped you off? Was it the corpse? Doesn't matter. The only thing that matters is that nobody tricked you. I've done nothing but give you wholly accurate information, and I'm sure whatever version of me you met in whatever other world you came from gave you accurate information as well. And how do you know that? Because any other me you've met is still me. And I haven't tricked you, nor do I have any desire to trick you in the future. And clearly you decided to heed most of the warnings I gave you. Otherwise you never would have mostly slayed her. But we did slay her. Yes, fine, you did slay her, but clearly part of her is still unslayed. There's no point wasting time bickering over semantics. The fact that you apparently botched the landing isn't on the me you're talking to, nor is it on any other version of me that you've encountered. You're using a lot of words to say a lot of nothing. Ich mag sehr viele Versionen von mir. Doch mag ich. The enemy of my enemy. The princess circles you again, her icy fingertips trailing up your spine, sending shivers rippling across your flesh. I don't want enemies. I don't want to fight. I just want to go home. Is that really so much to ask? And just where is home, I wonder? I don't know where home is. I just know it isn't here. But I can feel it calling to me from someplace far away. Wherever I'm supposed to be, it's out there. How specific. And how convenient for her. You see what she's doing, right? She's suggesting that the only way you can rid yourself of her would be to let her out, which, in case you haven't been listening, will spell the end of the entire world. Ich glaube, ihr mehr als ihm, weil, also, sie ist zwar ein Geist, aber irgendwie, weiß ich nicht. Sie war für mich noch nie so authentisch. No, those bones are just a body. They aren't me. Bury them, smash them. It won't do a thing. But you can help me. This place won't let me leave. At least, not alone. I've tried. Before you came back to me, I explored every inch of this place, even the spaces between the walls. But I never found a way out. I always wound up right back here. Maybe we should just leave. If she can't get out on her own, then why do we have to do anything? We could probably walk out right now and everything would be fine. Hasn't got out and can't get out are two very different things. It'd be dull anyway. It's more interesting if we make a choice. But you can come and go as you please, can't you?
So, let me hitch a ride. After all, you owe me. Ja, auf einmal finde ich das alles gar nicht mehr so freundlich und authentisch. Absolutely not. Is she asking if she can possess us? She is. And I hope I don't need to explain why you can't let that happen. It would be catastrophic if she managed to escape this place. And if you let her in, there is very little anyone could do to stop her. Would she be able to see us if we went along with it? Now isn't that an interesting thought? We could finally bring her face to face with him. I wonder what she would have to say to the one who wants her dead so badly. You won't like how things play out if you go down this path. Ich bin da auf der kalten Seite, muss ich sagen. Okay, was, wenn ich Nein sage? Das ist aber nur das ist aber nur temporär, richtig? Also du wirst mich wieder verlassen, sobald wir aus der Hütte raus sind, oder? Wenn ich dich reinlasse, bin ich dann noch in der Lage, mich selbst zu kontrollieren? Bevor ich zu irgendetwas Ja sage, müssen wir darüber reden, was passiert, nachdem wir diesen Ort verlassen haben. Mir wurde gesagt, du würdest die Welt zugrunde richten. Okay. Sure, why not? That doesn't sound very reassuring. It could be the best way to trap her for good. Doesn't seem like it would be very easy to end the world from inside someone else's body. That is a very dangerous train of thought. If I'm able to, but for all we know, that's not how it works. Maybe I'll wind up stuck with you for a long time. Do you hear the way she said that? She knows more than she's letting on. Don't let her fool you into doing something you'll regret. Ich bin so neugierig, das ist schlimm. And what? You just believed that? You killed me without giving it any thought? That's cold. That's rich coming from her. Every time she touches us, it's like we freeze over. She's right, though, but that's neither here nor there. What's done is done. What we do from this point forward is all that matters. Let's try not to let emotion get the better of it. Offensichtlich war es falsch von mir, dem zu glauben. Wie hättest du die Welt zu ihrem Ende führen können, wenn alles, um dich zu töten, einfach ein ganz normales Messer war in deiner Brust, in deinem Herzen? Was wirst du tun, wenn ich dir helfe, hier rauszukommen? Nun, warst du dabei, die Welt zu beenden? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Möchtest du die Welt beenden? Ich bin nicht kalt. Ich bin nur dumm. Ich bin einfach nur ein
dummer, blöder Idiot. Dumm. Was habe ich mir dabei gedacht, da einfach dran zu glauben. Das einfach zu glauben, was mir gesagt wurde. Okay. I don't know. Maybe I'll just fade away. Finally able to rest once I'm free from my unfinished business. Maybe I'll find someone to haunt. Maybe I'll haunt you. It's a tough question, asking someone what she's going to do with her life. The princess leans in close and pauses, the frigid air between you stale and unmoving. Especially when that someone is dead. She pulls back with a playful giggle. I don't think most living people could answer that either. Does anyone actually know who they are or what they want? Schwierig, ja. The only thing I've ever wanted was to leave this place. It's still the only thing I want. Und das glaube ich, weil die Teile der Persönlichkeit ja zusammen wollen. Das ist ja, also, ne, ich hatte am Anfang mal von einer riesigen Magnetfigur gesprochen und wir sind ja gerade dabei, den ersten Magneten zusammenzusetzen, damit er alle anderen Magnetteile anziehen kann. Und dann passierte die Persönlichkeit. Mal gucken. Ich bin gespannt, was da jetzt so bei rumkommt. Du hast immer noch meine Frage nicht beantwortet. Selbst wenn du es nicht willst, dass die Welt endet, oder wenn du nicht die Welt beenden willst, würde es bedeuten, dass die Welt endet, wenn ich dich rauslasse. I don't know. I just wanted to leave. I still just want to leave. It does. We're not asking you. We've heard your whole speech already. I really don't know. I'm not lying to you. I promise. The world doesn't matter. All I remember is that I'm supposed to be there, not here. I'm just supposed to be a part of it. It's home, I think. But what does it mean for anything to end? I ended, but I also didn't. I'm not so sure endings are real. Interessant, ja. Too little, too late. But you can still make things right. She's not in a position to bargain with us. You don't have to do anything you don't want to. You don't have to do anything you don't want to. Achso. We don't have to do anything, but maybe we should. We did kill her. Wouldn't it be the moral thing to help her now that we have another chance? When a hero slays a monster, does he apologize to it? No. So don't try to make things right. She was going to end the world. You didn't do anything wrong, aside from apparently killing yourself, and that doesn't have much to do with her. You don't look dead, killer. The
princess grabs your wrist, a sudden shock of cold flowing all the way up your arm, her eyes still fixed on yours as you try to squirm out of her grip. And you don't feel dead either. She lets go and pulls away. Your fingertips tingle painfully as the chill subsides. I'm less interested in why you are, or how you are, and a lot more interested in what you are. But we've already been over that, so why don't you stop stalling and let me in? It's so cold out here. Ich erkläre nochmal, was mit mir passiert ist. You poor thing. That must have been so frightening for you. You know, after everything we've been through, it's nice to see someone finally sympathising with us. This whole thing's been an ordeal, hasn't it? She doesn't mean it. It serves you right. I was pretty scared too, when you stood there not saying a word with a knife clenched in your fist. But now you know how bad it hurts to get stabbed in the chest. It sounds like you got exactly what you were owed. Ich will sie irgendwie freilassen. Aber irgendwie halt auch nicht. I don't feel very bad, but I guess I'm not dead. So you must have only mostly killed me. Or maybe death is only mostly real, but it's also mostly not real. I'm not sure. I'm just the one these things have happened to, not the one with all the answers, or any of the answers. But we're not a ghost. Unless we are? Maybe that's why the mirror disappeared. We're actually dead. Death, at least as a form of permanence, is just a concept. And clearly it's not a very useful one anymore. Maybe we should throw it out entirely. See, this is why I didn't want you to talk to her. Death is not just a concept, it is an extremely real phenomenon. Don't let her distort your reality. Cold, hard facts exist. The truth exists. It has to. How should I know? Why does anyone come back? Maybe I have unfinished business with you. Or maybe you have unfinished business with me. All I know is there's a hole in my chest. Not the big obvious one that you put there. There's something older and deeper. A nagging reminder that I'm not where I'm supposed to be. Are we putting this to a vote? Because personally, I'd prefer if we didn't die again. If that's what it comes down to, that's what it comes down to. But I don't see the point of offing ourselves just yet. Oh, that's sweet of you to offer. But killing yourself wouldn't help either of us. Sehe ich auch so. It would seem that everyone here is in agreement except for you.
I shouldn't have to tell you that you shouldn't kill yourself. So please, try to keep your suicidal tendencies in check. Like I said, I just want to go home. Okay. Sie möchte halt einfach nur nach Hause. Und ich kann es absolut verstehen und ich weiß ja auch, wo sie hin will. Ich weiß, was sie ja zieht. Das ist ja diese Entität. We could always try violence. It's worked for us so far. She's a ghost. Who says ghosts are immune to violence? Common sense? There's nothing common or sensible about common sense. Action and observation are the only things that matter. Fine, then let me observe that the acts of killing her and killing ourselves haven't got us much of anywhere. We're still back in this cabin, we're still dealing with her, only now she has a good reason to hate us. I suppose you have a point. Do you have any ideas then? I don't know. Maybe we do what she wants. Maybe we let her possess us and walk out of here. We could. It would be something different. I like different. Absolutely not. If you walk her out of here, she's going to end the world. And is that really so bad? Yes, it is by its very definition bad. But those are the only options, aren't they? Violence or doing what she wants. Or just leaving her down here. Though ignoring a problem is rarely a solution, is it? Genau, ein Problem zu ignorieren bringt's halt dann auch nicht. Also sind wir 3 gegen 1. Wir lassen uns besitzen. Besitz ergreifen. Wir lassen sie von uns Besitz ergreifen. The princess swims through the air in front of you, pausing for a brief moment as her dark-rimmed eyes stare deeply into yours. There's a hunger in her gaze. You're really trying to make it up to me, aren't you? Thanks for being a pal, killer. I mean it. What are you doing? Don't just let her in. How many times do I have to tell you? See you soon. She rushes forward and then she's gone. A sharp chill spreads across your body. It starts in your chest, a freezing numbness flowing out from your heart, all the way down your limbs, your mind growing cloudy and confused as it settles over your very soul. I'm not sure I like this. Can we get a do-over? I'm afraid it's too late to stop now. The numbness gives way to a stabbing pain, your muscles twitching and convulsing violently, each involuntary movement causing more waves of agony to ripple across your body. You collapse to the floor, and everything goes dark. Come on, you. You've got to get up. I know everything feels heavy right now, but we still have to get out of here. Your eyes flick back open as you get your bearings, your vision swimming as... So this is what it's like to be you, huh? Disembodied voice narrating your every move? So, it doesn't work like that for you? Clearly it doesn't, or she wouldn't have commented on it. All these shards of broken glass on the floor, are they also supposed to be you? Hey, I'm not a shard of broken glass, It's okay. You can finish your thought. I'm a voice? I'm me is what I am. Who cares what we are? We exist. That's all that matters. You don't have to fight. We'll all be out of here soon. No, it matters. What we are matters. If I'm a shard of broken glass, then that raises some questions about certain other voices in here too. I'm clearly the same thing you are. They're not listening to me. Do they not listen to you either? No, I'm not talking about you. I'm talking about him. You don't need to know what I am. You just need to know that I'm different from you. More important. Okay, also ist er kein Teil von uns? Ist der Erzähler etwas anderes? Ich
bin ein bisschen verwirrt. Ich dachte immer, der Erzähler wäre auch ich. So, you're the one who pulled the strings and made me dead. I can tell you don't belong here. You're barely even there. Like the shape of something left behind. You're more of a memory than a person. That's rude. You're kind of like me, actually. I'm just going to ignore her. You push yourself off the ground. The princess is nowhere to be seen. Obviously she's nowhere to be seen. Because I'm in here with all of you. Everybody knows that. I'm setting the stage. The room is empty because you made a spiteful, idiotic, and all-round foolish decision. You don't have to let him get to you. You're better than that. You're starting to make things right. This is infuriating. Just whatever you do, you can't leave this place. It's not too late to fix this. Probably. Whatever you do, you can't leave this place. Ach so, ja, okay, weil sie ja in uns ist. Ja. Ich kann nicht geradeaus denken. Da sind zu viele Stimmen. It's okay. We're almost out of here. Just take it one step at a time, and everything will be fine. Everything won't be fine if you listen to her. One way or another, this is all going to end. Wouldn't it be nice if he ends with it? Schon. Wouldn't that be nice? There's only one way to find out. Ich mag den Erzähler nicht. Deswegen... Ja. Your legs, weary with the weight of the princess's spectral form and clumsy with the cold that still pervades them, stumble towards the stairs. I'm just trying to get home. You don't have to act like it's the end of the world. But that's exactly what you leaving this place is going to be. You don't know that. I do. Wait, if she has a home to go back to, doesn't that mean that her leaving won't end the world? It doesn't mean that at all. It could mean that wherever her home is, it's outside of the world. Yeah, but it has to be somewhere, doesn't it? And if it's somewhere, then it's part of the world. I suppose it's all a matter of perspective. Where does the world end and something else begin? Does the destruction of one open a door to another? Or is it the same world reborn? Against the backdrop of the inane conjecture of meaningless little voices, your body continues its ascent up the stairs, staggering through the open door. For how much you hate her, you aren't doing a whole lot to stop us from leaving this place. Maybe the bossy one doesn't actually hate me. Maybe he even likes me. Or maybe he just knows that he's been in the wrong. Maybe he's trying to make amends too. Not at all. I'll have you know that I do hate you, and I will continue to hate you for as long as I am able. It's just the weight of it all. It's too much for me to do anything other than describe and dictate. And whine. This body wasn't made to hold you and the princess. If you want to renege on your cataclysmically terrible decision a minute ago, well, you're the only one that can make that happen. Trudge forward. You continue slowly to the door, your feet like lead dragging across the floorboards, growing heavier with each step. We're so close. Thank you, thank you, thank you. If we get out of here, I won't even care that you murdered me anymore. You lift your shaking hand and rest it on the door handle, but you pause before you open it, exhaustion sapping what's left of your will. Was exhaustion really the best you could muster up? It's over. There's no use stalling. Let's see what happens next. Shit. But exhaustion wasn't enough, was it? The handle clicks as you twist it, and then the door groans open. You collapse to the ground, you and the princess, free from the confines of the cabin. As you exhale from the effort, you look up and see... yes? Nothing. He's gone, and so is everything else. So we did slay him after all. He had it coming, I suppose. But what about us? Are we just stuck here in
nowhere forever. Did taking her out of the cabin really end the world? We're still here. Yeah, but that thing you said earlier, are we not part of the world anymore? Are we in some world that exists after the world ends, or on top of the other world but not in it, or have we never been part of the world? Okay, I've heard enough from these two. Let's see if I can pop out. Hitchhiker. Pick up a passenger. Moment, was? And take her to her... Kann ich gerade nicht zu Ende lesen. You feel a lightness. Also du fühlst eine Erleichterung in deiner Brust. Als ein paar eingefallene Augen aus deinem Körper kommen und dich anstarren. You actually freed me, didn't you? I'm outside. Thanks for giving me a second chance, killer. Don't mention it. I think this is where I'm meant to be. Du bekommst keine Möglichkeit, ihr zu antworten oder wirst sie je haben. Es ist Zeit zu gehen und deine Erinnerungen kehren zurück. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Ja, das haben wir schon. But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be... You don't need to comfort him. Okay. If you say so. We'll whatever makes you happy. Nun denn. Ich bin sehr gespannt, was wir jetzt sehen. You've unraveled. Ich versuche, das richtig zu erkennen, aber irgendwie sehe ich nicht so richtig, was genau wir sind. Unraveled heißt bestimmt abgemagert, oder? Ich guck mal eben. Weil es sieht so aus. Du siehst aufgelöst aus. Entwirrt. Oder also du siehst aus, als würdest du dich auflösen. Aber ich glaube, es ist in dem Fall also abgemagert oder sowas. There's a world beyond the endless walls of the long quiet. I am curious to see what it means for us to know it. Sind wir jetzt so weit? It doesn't matter if there are. People are too small for us. You and I are the only things that interest me. Mhm. Denkst du, dass irgendwas da draußen real ist? Denkst du, dass wir real sind? Hast du irgendwelche Gedanken zu dieser? Hast du irgendwas zu dieser, zu diesem Gefäß zu sagen? Weißt du, was passieren wird, wenn wir erwachen?
wenn du mich zurückschickst, werde ich nicht allein sein. Da sind Stimmen, die mit mir sprechen. Manche von ihnen sind ich, aber eine von denen ist etwas anderes. Ich nenne ihn den Erzähler und er will, dass ich dich töte. Hast du einen Erzähler? Haben die Gefäße einen Erzähler? Es könnte also es kann natürlich auch sein, dass sie genau in der gleichen Situation ist wie ich. Dass ihr auch irgendwas erzählt wird. Okay. We are real. Nothing is an idea that dwells in the absence of something. But nothing cannot exist on its own. And because of that, nothing can't exist. This one is vaporous. She is a dream for a life she could never have. But that longing has given her so much capacity for kindness. She will make for an understanding heart. Gasförmig, nebulös. Okay, alles klar. This one is nebulös. Okay. Ich glaube, da haben wir eine gute freigeschaltet tatsächlich. What she never knew. If I did, I would already be awake. Ja, okay. No, their minds are empty, existent, but constantly shifting into something new. Do you think your narrator lives in the spaces beyond? He does. Also, tut er. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es so ist. Das tut er. Ich weiß nicht, was ich tun werde, wenn ich ihn finde. Ja, er existiert. Ja, das tut er. Und wenn ich ihn finde, werden du und ich endlich Antworten haben. Ja, das tut er. Und wenn ich ihn finde, werde ich ihn umbringen. Ja, das tut er, aber du solltest das für dich behalten. Ich glaube, wir werden dann ein paar Antworten finden. Do not look to one who fears me for your truth. The only answers worth knowing are those we can find within ourselves. One, whatever you bring me next will be enough, and then gravity will pull the others back to me. I will be singular, a final multitude. Also noch ein letztes Mal. Wenn das letzte Mal ist, hast du irgendwelche Präferenzen, was ich dir bringen soll? Wenn das die letzte Phase vor der Komplettierung ist, dann werde ich nicht zurückgehen. Ich möchte hier bleiben. Ich bin bereit zurückzugehen. Okay. These gifts are a conversation, and each one shows me the contours of your heart. The only thing I want to see is what you choose for me when the thread is fully drawn. Okay. Dann. The next time I see you, each of us will finally know what we are.
Und das versuchen wir jetzt möglichst schnell zu machen, weil, naja, ist jetzt auch schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit, möchte ich mal sagen. Ich muss morgen wieder früh raus. I will be here, waiting for you. Bring the spectre to her. You're on a path. You're here. Ja. You make your... Mhm. The interior blade. Mhm. Diesmal nehmen wir aber das Blade nicht mit. The door to her voice Hello? Is someone there? Hört sich ganz anders an. is hypnotizing. It's the kind of voice you only have to hear once to remember it for the rest of your life. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Jetzt wollen wir sie befreien. How many times do I have to tell you how... Wait, really? You're here to rescue me? Ich will gar nicht hören, was I er was sagt. starting to think I'd be stuck down here forever. Come downstairs. I want to see the face of my rescuer. Jawohl. Hallöchen. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? I am begging you to stay focused. There's a lot riding on you here. Hi. I can't believe you're here. I've been waiting for something like this to happen forever. I hope you brought something to deal with these chains. Don't do it. If she gets out of those chains, we're all one step closer to the end. Weißt du was? Wir gehen einfach direkt. Also, ich will nicht reden. Ich mache jetzt hier direkt. You're only Los making geht's. this more... Thank you. More difficult. Thank you. You're making a huge mistake. Nein. No, you're doing the right thing. Jawohl. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? Nein. Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Okay. I'll be here. Good luck. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Is someone else here? Ich weiß nicht. Your shouts and pleas are met with silence. I'll repeat myself once again. You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. Der will uns halt in so eine ganz bestimmte Richtung bringen, aber wir haben ja auch schon das getan, was er gerne wollte, und das war auch Kacke. So, weißt du? Also wir haben, glaube ich, jetzt alles ausprobiert und alles war scheiße. Beziehungsweise alles führt halt zum Gleichen. Und zwar zu dem, was er nicht will. Also, egal was er tut, er kriegt nicht das, was er will. Das finde ich aber auch wieder ein bisschen befriedigend. You try the door, but it's locked from the outside. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trapped wolf.
Was? As she rips her flesh from her bone, a sound comes from behind you, the clang of bouncing metal. It's the blade from upstairs. You're not sure how it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Mhm. Or we could use it to free her. You won't like what happens if you do that. Fine. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. Ich habe tatsächlich auch keine andere Möglichkeit gehabt, als sie zu befreien. Also das war anscheinend, dadurch, dass wir gesagt haben, wir sind hier, um dich zu befreien, uns dann entscheidungstechnisch abgenommen. You cut into her flesh. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Ekelhaft. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. Mhm. No, she didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. Thank you. Now let's get out of here. Puh. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just let her escape into the world. Da ist er. Der Arschloch. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Watch me. Und da ist es der Arschloch-Move. Ja, geil. What are you doing? Sag ich dir nicht. Oho. Ah, oh, wie geil. Stop that. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Stop it. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. The blade. Move the blade. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. We both know this isn't you. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? I'm sorry. I'll try to be quick. Okay, ich habe also an was anderes gedacht. Aber gut, ja, mich zu töten ist bestimmt, ja, die bessere Wahl. Ja. Genau. She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. It is agony. But you aren't dead yet. Sie sieht dabei so unschuldig aus. Aber ich habe schon Versionen von ihr gesehen. Denen kaufe ich eher ab, dass das gespielt ist. Oh no, I'm so sorry. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. I'm sorry. Sieht so aus. Aber ob es auch so ist? Ja.
She doesn't know how to use a knife, does she? Na, Apparently not, though it doesn't matter how sloppy her knife work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. ja. I'm so sorry. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. It can't just end like this, right? Oh, that's rich coming from you. As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. Everything goes dark, and you die. The damsel. You're on a path in the woods. You're here to... A warning. She will... If only... Excuse me? Das Mitten. Forget he said anything. But he is a villain. He made our beloved brutally take our life last time. He's trying to keep us apart, but he won't be able to withstand the power of our love. Last time? What are you talking about? I think he just likes to hear the sound of his own voice. Let's try to ignore him. I do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Es bricht quasi aus uns auch raus. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. Nein, mach weiter, ich find's großartig. Don't pay their bickering any mind. Focus on the task ahead. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine threaded tapestries, a prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. Ich find's geil, wie sich dieser Raum immer ändert und wie viele Versionen es davon gibt. Das ist einfach großartig. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. You didn't say anything about the mirror in the world. Achso, genau. Wir machen das natürlich wieder. Einfach nur der Dings, der Vollständigkeit. And now it's gone. Pity. We could have a feather out of place and now we'll never know. We can't gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place. Da. Ohne Waffe. The door to the basement creaks open, revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the walls. Voll schön. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. Ich bin Mario. Peach, ich komme. But it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Ja. A soft voice carries up the stairs. Ach ja, lasse mich hören. Diese wundervolle Stimme. Hello? Is someone there? Ja, mein Schatz. Ich bin es. Bereit, dich zu retten. Du wundervolle holde Maid. Her voice. It's somehow even more beautiful than last time. Ja. I think we're in love. Ich will sie küssen. Von oben bis unten. An den Armen und Schenkeln entlang. Über ihr Gesicht, über ihren Hals. Bis hin zu ihrem Bauchnabel, wo ich meine Zunge drin versenke und... Ach nee, da müssen wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Aber... Ja, schon Ständer, wenn ich so höre. Okay, I'm with you that we should be doing whatever we can to save her, but saying we're in love is a bit much, don't you think? Stell dir mal vor, so ein Ritter hätte das damals gesagt. Puh, ich glaube, ich wäre hinten aus der Taverne gekippt. Das wäre wirklich, also, zum Brüllen gewesen. We don't even know the princess. We can still do right by her without all this fawning. Yes, for everyone's sake, you're not in love.
Just remember that her charms are all part of the manipulation. Nein. Nee. You walk down the stairs Gut, and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. Schlimm. Wie kann man ein so wunderschönes Geschöpf auf eine solch infame Art und Weise einfach so, ohne Grund, in einen solch tiefen, dunklen und kalten, nassen Keller werfen? Es entzieht sich all meiner geistigen Vorstellungskraft. Aber wenigstens ist das Fenster offen für ein bisschen Frischluft. My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. Ah, You know she can't hear you, right? She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. hear my spirit. Hear it. Da! Oh, your spirit's plenty loud, all right. It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Boah, ich bin langsam wirklich auch ein bisschen durch, ne? Man merkt's, glaube ich. Did you hear that? She said we're dashing. And she called us a hero. Und ich dashe hier überall hin, du. Fräulein, wunderbar. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Waiting for you to come back. That's right, villain. Entschuldigung. You killed us. Well, she killed us. Only because he made us try and kill her. It was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. Yeah, and you've died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What matters is you have a chance to do it right this time. We damned a whole world, but everything reset. Nothing resets, you're just somewhere else. You can't keep hopping between worlds forever, especially not without leaving a trail of incomprehensible devastation behind you. This is horrible. Darf ich sie jetzt endlich retten? Ich bin wirklich, also, ich muss gleich in Bett, Mann. Horrible for you, maybe, but we've been given another opportunity to sweep her off her feet and treat her like the lady she is. Ja, weniger quatschen, mehr machen. Now, hold on. If she actually ended a world, are you sure we want to do this? Are you sure we want to rescue her? Ja. We never saw a world end, and now I'm even more certain that we must chase our heroic and romantic destiny than I've ever been. Jawohl. I shan't let anyone convince us otherwise. Are you listening to him? He's lost it. Don't let him distract you. Just do your job. Nö. Ich tue das Richtige. Du hast mich letztes Mal umgebracht. Warum hast du das gemacht? Ich habe kein Messer mitgebracht. Muss ich dich wieder rausschneiden? Was passiert, nachdem ich gestorben bin? Ich muss das fragen. Hast du die Welt beendet, nachdem du mich getötet hast? Es tut mir leid, dass das letztes Mal passiert ist. Der Erzähler, der mich hier hingeschickt hat, um dich zu töten, hat von meinem Körperbesitz ergriffen und es war extrem unfair. If another version of me was pushed to such drastic action, it was for good reason. That's okay. You were just doing your best, and that's all that matters. Jawohl. She took that in stride. To a surprising extent. An almost unsettling extent, actually. That's because she's perfect. So. Do you think she has someone like him telling her what to do? She doesn't. There's no one else like me. I think he's right, because I like it better if she doesn't have some horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. Wir gucken mal, also wir gehen jetzt hier,
Wir gehen direkt ins Eingemachte jetzt. I'm das hier okay schnell with hinter whatever uns you bringen. come up with. You can cut my arm off again. We won't be laying a finger on her perfect wrists, and indeed, we won't even have to. Do you see how dainty her hands are? We'll be able to slip her right out with no harm done. What? No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. Why are you two arguing over the logistics of slipping her hand out of her shackles? She just said she'd be okay with any idea we came up with. Am I the only one here who thinks that's weird? She didn't care last time. Why should she care this time? That's our stoic, smiling angel. No, you're right. It's extremely bizarre behavior and further evidence that she's a monster who's not to be trusted. So go ahead and slay her. Hier, rescue the princess. Los geht's. No, I can't let you do that. If you take another step towards the princess, You'll what? Take over our body and force us to try and kill her? I would if you had a weapon. Not on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. You wouldn't. I would. I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? You approach the princess and gingerly slide her hand from her binding. Natürlich. Ganz klarer Fall. Shouldn't have worked. I'll be damned. We're doomed. I can't believe it. Freu mich drauf, I guess dumm I zu have sein. Los geht's. I told you, there's no life more worth living than that of a true believer. I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ugh. Ugh. If only you had a weapon, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. Who needs a weapon when we have the power of love on our side? Jawohl. What do we do now? Nun, wir gehen. Let me guess. End the world? Spoken with the rank cynicism of someone who has never felt love in his heart. I don't actually know. Nobody's ever asked me what I wanted before. She doesn't even know what she wants. You may have had her all wrong. What if this whole thing is just a misunderstanding? What if she doesn't want to end the world? You're so gullible. Is the only thing you've ever doubted the actual truth? I think I want to leave. And I think... The princess closes her eyes in deep reflection, and then she shrugs. I don't know. What do you want to do? Kleines Miststück. Okay, ja komm, das kitzeln wir noch eben raus. I just want to make you happy. She can't just want to make us happy. It makes sense to me. That's all I want for her, so of course she'd want the same for us. Die Musik. Die Musik. Und diese Augen. Die platzen hier ja gleich raus. Boah, ich habe Angst weiter zu fragen. Eigentlich wollte ich es doch lassen. Ich mach das. I just want to make you happy. Die Augen werden immer größer. Is she broken? What's going on? What's going on is she's lying to you, only she isn't a good liar. Are you starting to trust me now?
Okay, if that's what makes you happy. This isn't right. I don't know what's going on, but this isn't right. I fail to see the problem here. She's just sweet on us. You don't have to act like it's a big deal. Ich will's auf die Spitze treiben. Es tut mir leid. Ich kann nicht anders. I just want to make you happy. Is it just me, or does it feel like we're alone right now? And they lived Like we're the only ones happily here. ever after. Errungenschaft freigeschaltet. It's all she wanted. Witzig. Ich dachte, wir gehen jetzt noch. Okay. Okay. Du bekommst nicht die Chance, noch eine weitere Frage zu stellen. Oder, und du wirst es auch nie. Es ist Zeit zu gehen. Und deine Erinnerungen kommen zurück. No. She was our perfect match. She's gone. Where did she go? And is that a mirror? But it feels so bad. Yes. Ich kürze das hier mal ganz kurz ab. Okay. If you say she'll be there waiting for us, I just know it. Jawohl, los geht's. You are nothing at all. Du bist nichts. Du bist ein Nichts. Danke, Spiel. Danke. Ich freue mich sehr. Darauf habe ich gewartet. Aber das stimmt nicht. Du kannst nicht nichts sein. Du versuchst dich nochmal neu zu fokussieren und dann siehst du es. Eine Figur. Ja, ist halt so ein Rabending. Ne? Ich kann den Rest gerade nicht übersetzen. Irgendwas mit Reflection. Irgendeine Reflexion. Also diese Reflexion. Aber, ne? Explore. Are you me? I think you know what I am. Ach, guck mal, da ist er wieder. Ein Bruch. Ein Bruch durch den Spiegel. Durch die Hälfte. Splitting. Also, ne? Splittet das Ganze in zwei Hälften. Und dann ein anderer, ne? Hier, wie heißt es denn? Bruch. Und ein weiterer und ein weiterer. Verwandeln den Spiegel in ganz viele kleine Teile von gebrochenem Glas. The narrator. Yes. I suppose that's my job, isn't it? You needed help after all. An objective voice to guide your blade. But you were never supposed to see me. I wonder how many worlds you've damned to extinction to fall this far. Boah, Alter. Ich glaube, wir haben nur eine begrenzte Zahl an jedes Mal kommt dann immer so ein Psst. Boah, Alter. Das ist wirklich laut.
If you are not me, what are you? I have so many questions for you. Ich muss das gerade mal hier ein bisschen überfliegen. I want to destroy you. Was? No, I'm not a part of you. But that's all a matter of perspective, isn't it? From one vantage point I must seem wholly foreign, but from another, well, all the versions of me that have existed have collectively heard your every thought and driven your every action. If that isn't being part of you, then what is? Versions of you. You have said that before, so I really was meeting different yous. I am an echo, likely one of many. Somebody made you after all, and I'm what's left of him. Not that I'm the only one who can make that claim. I'm sure you've met many others like me. Andere wie dich. Das ist schon mal. Hat jeder Erzähler wirklich. War jeder Erzähler wirklich anders? What is the princess? Did you make her too? What is this place? Where are we? Okay. She is the shifting mound, the ebb and flow, the capacity to change. She is transformation, or most of it. Her nature is why I had to die, for she becomes that which others perceive her to be. But an echo can't perceive things, not in the way that people can. The shifting mount, die Schalthalterung, was? Achso, nee, sich ein verschiebender Hügel. Okay. Okay. So I tucked a part of myself into the folds of this construct to guide you. This isn't the end just yet. You can still destroy her and save everyone. You were made to do this single task, and you will still have a chance to fulfill your purpose once I'm gone. Why would you want me to destroy a concept of transformation? Do you have anything to say for yourself, for all of this hubris? After everything you have done to us, do you think anyone deserves life?
Oh, es sind so viele Sachen, die man fragen kann. I would have destroyed. Was? Why couldn't you have told me all of this before? Nee, from the start I would have helped you destroy her. Becoming whatever people believe her to be. Can't I just will her into something small? Das ist eigentlich noch eine wichtige Frage. You're the long quiet, the god I made to rid the world of death. Das lange Schweigen, den Gott, den er gemacht hat, um die Welt vom Tod zu befreien. I want you to know that this has been torture. God, I always knew I was special. I was like you. Oh. Away you go. How did you die? How did you make her a princess? Of all things, why is she a princess? Why couldn't she be an ant or something? Sorry, what? Oh Gott, das ist aber so viel. Why would you want to rid the world of death? Das finde ich auch interessant. I'm pretty sure death is good, actually, important even. If that's your belief, there's nothing I can say to move you. You haven't died. You cannot die. So you can't grasp the abject horror of dying. It was supposed to keep the two of you trapped here until the job was done, and it was supposed to guide your hand to help you see things through. The construct you're in exists in every world at once. Any time you failed, any time you thought yourself dead, it would restart and shunt both you and her into a new world. But you're waking up to your true nature now. It won't be able to work like that anymore. Mhm.
So, you do know about the looping. So many of the times I met you, you denied it and even being a possibility. Why did you lie to me? Finde ich tatsächlich jetzt gerade gar nicht so super wichtig. Oder? Doch, eigentlich schon. Perhaps they thought that admitting to it would have pushed you to certain realizations that would have made finishing your task impossible. Maybe they were just in denial. I'm sure many of them were convinced that they had to be the first version of them you'd encountered. Anything else would have been too existentially unpleasant. And for all I know, each of those other versions of me could have had entirely different understandings of how this construct works. Who's to say which of them are right and which of them are wrong, really? Except for me, I can tell you for a fact that I'm right. Boah, ich finde das alles irgendwie so schwierig. Of course there could be worse. I saw a glimpse of a better world and I did what I could to make it real. Anything is better than oblivion. In the end, nobody wants to leave. 2 Fragen haben wir noch. Oh, es ist wirklich schwierig. Vor allem, weil man halt nur begrenzte Sachen fragen kann und es ist hier... es ist alles, ich möchte zu vieles fragen. No. In life I was painfully mortal. A witness to the end of days. I held the fear of death in my heart and saw oblivion threaten the very memory of everything I knew and everyone I loved. I needed to do something. A witness to the end of the days. I held the fear of death in my heart and saw oblivion threaten the very memory of everything I knew and everyone I loved. Was bedeutet, er hat halt das Ende der Welt, beziehungsweise das Ende des Universums oder wie auch immer, miterlebt und wollte es verhindern, weil er das Ende nicht ertragen konnte. So I made you, and I made her, and I made this place to hold you both. Run out of questions. Death of the author. Also. Ist es im Prinzip mehr oder weniger so, wie ich es gesagt habe. Weil, also er hat das Ende der Welt gesehen, hat dann mich erschaffen, hat dann sie erschaffen, hat uns beide in diesem Konstrukt getrappt. Ich frage mich aber, also ich verstehe halt nicht, warum er dann alles dafür tut. Also warum er immer sagt, wir müssen sie umbringen. Ja, oder er wusste halt nicht, dass das passiert. Dass jedes Mal, wenn wir sie umbringen oder in irgendeiner Art und Weise irgendwie an einen gewissen Punkt mit ihr kommen, sich ein Persönlichkeitsfragment von ihr manifestiert und sie wieder komplettiert. Eigentlich waren wir ja nur ein Dings. Ein Wächter, wenn ich das richtig verstehe. Hätten wir eigentlich die Funktion eines Wächters machen müssen. Und wie hat er uns überhaupt erschaffen? Also,
wenn er kein Gott ist. Ich bin einfach verwirrt. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich werde sie nicht umbringen und ich möchte, dass du das weißt, bevor du stirbst. Ich habe mich noch nicht entschieden. I've said my piece, and my time is up. It's like I said, I'm just an echo. And echoes always fade away. You know what you have to do. Als das finale Fragment aus Glas kaputt geht, findest du dich selbst mit neu gewonnener Klarheit. The long quiet. All of this is you. Der Erzähler hatte recht. Du bist die lange Stille. Wer ist denn Neskind Gott? Ist leider noch mal ein großer und werdender, ein großer und werdender Gott, also genau, okay. Wir sind quasi noch nicht ganz ein Gott, aber ein werdender. Oder so. And it's finally time for you to wake up. Also es ist Zeit für dich aufzuwachen, denn all das bist du. An idolized vessel. Bring the deconstruct gems. Ah, ja, okay. Also wir haben jetzt, dass wir sie dahin gebracht haben. Wenn du, als du als du das Herz von allem erreichst, ist da kein finales Behältnis. Das du bezeugen könntest, da ist nichts, was du finden könntest. Okay. I can finally see you, and you can finally see me. It's been so long, and my heart has ached for this moment. I've missed you dearly. Wir waren also schon mal zusammen. Names are their attempts to capture that which cannot be captured. They call me the shifting mound, a pale imitation of what I actually am. Every word you spoke found its way to me. I know him, and I know his construct. He was deluded by his fear of death. Pay him no mind. Okay. Okay, also er hat im Prinzip zwei Götter aus Angst vorm Tod in ein Gefängnis gesteckt. Naja.
Ever the passive player, always reacting and never acting. But it's woven into your nature, isn't it? When the echo spun us from one into two, he gave you a choice and me a role to play. I am not death, but I contain it in my multitudes. So, will you attempt to destroy me and bring about a world devoid of death and the possibility of meaning? Or will you open the final doors to our liberation? Dann so viele Geschichten, die wir unvollendet gelassen haben. Können wir wirklich einfach gehen? Hast du zu all dem nichts zu sagen? Warum fällt das alles auf mich? Ich verstehe es nicht so ganz. Lass uns darüber reden. Ich habe immer noch so viele Fragen und ich brauche Antworten, bevor ich eine Entscheidung treffen kann. Meine Entscheidung ist, glaube ich, schon da. If I let you out, wenn ich dich rauslasse, eine ganze Welt endet fürs Gute. Was? Wenn ich dich rauslasse... Ich verstehe es nicht ganz. Also ich möchte sie rauslassen. Ich möchte mit ihr gehen eigentlich. Wenn du immer... Also, wenn du so werden musstest, warum solltest du auch nur irgendwas tun? Nee. Warum hätte ich dann überhaupt irgendetwas tun sollen? Hat es überhaupt irgendeine Rolle gespielt, welche Wege ich gegangen bin? Wenn die alle zu dem gleichen, also genau diesen Moment geführt haben. There's to be another way. Genau. Was? Es muss einen anderen Weg geben. Das kann irgendwie nicht alles sein. Und wenn ich dich zerstöre, wirst du frei? Das verstehe ich auch nicht. Also irgendwie... Alter, irgendwie... Slay the Princess. Ich denke, es ist Zeit für uns, diesen Ort zu verlassen. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen oder wo wir hingehen. Das interessiert mich tatsächlich. If you're saying that, it's because you don't yet understand. Ja. But we cannot use words alone to grasp at things that words cannot express. And you cannot rationalize with logic that which defies it. Violence and passion are dances that both of us know well. If this is what it takes to enlighten you, then so be it. Your little bear drives a stake into your body, and another, and another, and another,
Do I miss your heart because I can't stand to see it go? Ich bin sehr stark verwirrt. Love melted into skepticism, and you pulled back layer after layer after layer, until all you were left with was the knowledge that you did not know me. You sought the truth then. Will you hide from it, now that it is within your grasp? Ich bin so verwirrt. Also ich verstehe das Ende hier gerade gar nicht, weil ich, Vielleicht kann mir das jemand von euch erklären, aber es, also jetzt im Nachhinein. Ich möchte mich nicht vor der Wahrheit verstecken, das ist richtig. I won't engage with violence. Ich werde mich nicht mit Gewalt daran beteiligen. Also, du hast nach der Wahrheit gesucht. Wirst du dich jetzt von hier verstecken? Will you hide from it now that it is within your grasp? Nein. Then don't. Leave with me. There's no need for you to fight what we are. A shiver passes through you as unseen fingers, cold as the grave, dance across your skin. They remember the violence you inflicted on them, and yet they do not return it. I offer you a path to your redemption, and you take my hand in yours. You felt the pain you caused another, and you were willing to sacrifice everything you thought was used to set me free. Without sin, there is no redemption. Aber ohne Erlösung ist da kein Sinn. Und ich würde alles tun, um dich wieder zu retten. Also zu befreien. Ich verstehe, dass, wir müssen nicht mehr gegeneinander kämpfen. Ich werde mit dir gehen.
Ich weiß nur nicht wie. Stop the fight early and surrender. Ich muss einfach, also... Ich bin einfach immer noch verwirrt, weil ich es einfach nicht verstehe. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass es einfach spät ist. Es ist spät und ich raff's einfach nicht mehr. Aber vielleicht kann mir wirklich irgendjemand von euch das erklären hier. Trotzdem fand ich den Erzähler scheiße. Und ich würde es... Also ich würde... Ich finde den Erzähler scheiße. Ich finde sie ganz gut. Irgendwie. Und ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass sie jetzt irgendwie wirklich die Welt zerstören möchte. Oder? Also. Ich kann nicht mehr. Wir machen ja wahrscheinlich eh noch einen zweiten Durchlauf. Vielleicht, vielleicht ja dann. Für heute gebe ich erstmal auf. Es tut mir leid. Ich kann nicht mehr. Es ist vorbei. Nothing brings me greater joy than to hear those words. The final peace lies with you. Du fällst in dir zusammen. Der Körper einer sehr alten Kreatur regt sich aus seinem Winterschlaf und du bekommst wieder Gefühl in deinen Gliedern. And you once couldn't fathom. Achso, und du fühlst, genau, und du hast wieder Gefühl in Gliedern, die du vorher gar nicht realisiert hattest, dass du sie hast, sozusagen, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin wirklich schlecht im Englisch, also bitte verzeiht mir, wenn ich das alles... Also deswegen verstehe ich vielleicht auch das Ende nicht. Alles hier, außer ihr, ist du. Du fühlst deine Schwingen, deine Flügel. Es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Wings Spanning heißt... achso, du fühlst deine Flügel sich über die kosmische Skala spannend. Also sie spannen sich ja so sehr, dass man es nicht messen kann. Aber
Verdrehen und crumbled. Achso, aber verdreht und zerknittert und und gebunden in einer gequälten Spannung und in gequälter Spannung gebunden an eine endliche Ebene. Boah, ich wünschte, ich könnte das jetzt einfach so copy-pasten. Ah. You can feel the glass of constant pressing. Du fühlst, wie das Glas des Konstrukts sich in dich presst. In on you? Was? Construct pressing in on you. Genau, sich in dich hineinpresst. Confining you across infinite sides and infinite angles. Confining. Dich. Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin wirklich. Genau. Dich über unendliche Seiten und unendliche Winkel einschränkend oder so. You push back and strain against. Also du wehrst dich dagegen. Fertig aus. Aber es bewegt sich nicht. Es hielt, jetzt wörtlich übersetzt. Genau, also es hat keine Auswirkung. I love you. Ich liebe dich. Auf einmal dass die unzerstörbare Spannung bricht. Also auf einmal bricht die unzerstörbare Spannung. Wie auch immer. Und da löst es sich auf. Du bist frei. Und sie ist mit dir. Frei. Sie ist bei dir. It's magnificent. Es ist wunderschön. Da sind keine Worte, keine Gedanken, die die absolute Realität beschreiben könnten. Einfach etwas, was einfach nur ist. Everything. Just Was like passiert it jetzt? always has been. And just like it always will be. Na dann. Lass uns gehen, mein Schatz. Ihr beide schreitet voran in Tausende von Sonnenuntergängen und Sonnenaufgängen und jeder erzeugt wieder Tausende mehr. Du existierst und
Und du bist dir bewusst. Du existierst und du bist dir bewusst. So wie du es dir einfach auch schon immer warst und immer sein wirst. This is your nature. Two of you will never be alone. And the two of you will never know fear. Also wir werden niemals alleine sein und trotz der Konflikte, die in uns schlummern, werden wir niemals alleine sein und wir werden auch niemals Angst kennen. Sie und ich sind endlich zu Hause. There are no endings. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, das war an sich schön, gegen Ende sehr kompliziert und da bin ich dann einfach ausgestiegen. Aber ich bin... Ich mag das Spiel sehr gerne. Also bis zu einem gewissen Punkt mochte ich es jetzt sehr gerne. Am Ende verließen mich halt meine Englischkenntnisse. Und da war einfach so viel Kram, der irgendwie nicht... Also weiß ich nicht, vielleicht habe ich mir da auch ein schwieriges Spiel fürs Englischlernen ausgesucht. Aber nein, im Großen und Ganzen hat es ja sehr gut funktioniert. Und ich bin wirklich froh, es gespielt zu haben. Ich bin mir sicher, wir werden da nochmal 1, 2 Runden machen. Finish the game. The good ending doesn't... Was? Exist? Weiß ich nicht. Ja. Thank you so much for playing. There's a track order for a special playlist just for you. If you'd like to take a screenshot, you can hide the UI by hitting... Nice. Ja. Ist ein schönes Spiel, ist ein cooles Spiel. Mir aber ehrlich gesagt... Ah ja, join the Discord, join the mailing list, join the subreddit. Wir können sie überall unterstützen, wie wir wollen. Ihr könnt sie unterstützen, wo und wie ihr wollt. Kauft das Spiel, wishlistet es. Wie auch immer, wartet vielleicht auch von mir aus, bis es im Angebot ist. Ich finde, es lohnt sich. Es hat wahnsinnigen Wiederspielwert. Und deswegen werden wir es auf jeden Fall auch wieder spielen. Ich weiß noch nicht wann, aber ich hab Bock. Und vielleicht warten wir auf die deutsche Übersetzung. Also es tut mir sehr leid, aber ja, dann verstehe ich das Spiel vielleicht auch. In voller Gänze. Ich glaube, ich habe es mehr oder weniger verstanden, aber also, ja, eher weniger als mehr. So, jetzt gegen Ende. Ja. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. An dieser Stelle vielen Dank für dieses Spiel. Vielen, vielen Dank für dieses coole Spiel. Unterstützt die Entwickler in irgendeiner Form. Bitte. Also wirklich. Guckt es euch an. Es ist ein wirklich schönes Spiel. So. Schluss mit lustig. Jetzt wird geschlafen. Muss morgen früh raus, Freunde. Das geht so nicht. Nee, da. So. Es ist wirklich Zeit zu gehen. Es tut mir leid. Mein Kopf macht auch einfach zu jetzt um diese Uhrzeit. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das überhaupt antue. Also jetzt mal im Ernst.
So schwierige Sachen um diese Uhrzeit. Das kann ja nicht sein. Mir hat jemand geschrieben. Bei Dings. Um 23:18 Uhr. Junge, da kann ich doch nicht antworten. Ich bin doch mitten im Stream. Was willst du von mir? Steht doch einfach nur Hello Buddy. Ups. Naja, okay. Freunde, ich werde es jetzt einfach, ich werde es kurz machen. Ich werde es wirklich kurz machen. Es war schön mit euch. Es hat mich wirklich wieder sehr gefreut, hier zu sein. Wie gesagt, wir versuchen es jetzt mal etwas regelmäßiger, beziehungsweise wieder etwas öfter. Regelmäßiger weiß ich nicht, aber auf jeden Fall etwas öfter. Und ja, vielleicht kommen wir dieses Jahr ja irgendwie ein bisschen besser in Schwung. Das wäre schön. Da würde ich mich freuen, wenn sich die Streams von diesem Jahr nicht, warte auf, lass mich nicht lügen, es waren ganze stolze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es waren ganze 7 Streams letztes Jahr. Vielleicht schaffen wir ja zumindest einen im Monat. Das wäre schön. Wenn nicht sogar 2. Ich würde mich aber erstmal über einmal im Monat freuen. Aber wer weiß. Vielleicht überkommt es mich nächste Woche auch irgendwie nochmal und dann schmeiße ich die Kiste an oder so. Oder Samstag. Theoretisch habe ich da auch Zeit. Theoretisch. Aber praktisch muss ich ausnüchtern, weil ich am Freitag meinen Geburtstag feiere. Um am Sonntag zum Geburtstag feiern wieder fit zu sein. So. Aber mal gucken, wir werden sehen. Ich freue mich drauf. In welcher Form auch immer wir uns wiedersehen. Bleibt geschmeidig. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Ich lasse es hier noch laufen, ne? Weil wir dürfen ja nicht mehr. Gute Nacht, Freunde. Ich glaube, am Anfang das Lied von Kapelle Petra hätte ich auch nicht gedurft. Aber wir werden sehen. Ich hoffe, ich kriege dafür jetzt keinen drüber. Aber ich fand es irgendwie wichtig. So. Macht's gut. Tschüss. War schön.